Hi, schönen guten Abend, schönen guten Abend. Da ist mein Gesicht. Hallo, hallo. Bisschen hell vielleicht. Drohgat-Verrater, ne? Ich habe mich schon gesehen. Hi, Droha. Ich gucke gleich wieder auf den Chat. Ich bin noch kurz beschäftigt. Mir geht es übrigens gut. Das hast du, glaube ich, auch gefragt, wie du das meistens so tust. Ich glaube, so ist okay erstmal. Ja. Vielleicht ein bisschen dunkler. Ja, jetzt kommt es mir zu dunkel vor. Das ist so ein geringer Unterschied, aber es macht also in meinem Kopf macht es einen riesigen Unterschied. Von der Helligkeit her. Machen wir mal so. Ja. Also ja, mir geht's gut. Würde ich noch mal sagen. Ich freue mich sehr auf den Rest vom DLC, auch wenn ich gerade sagen muss, dass ich gar nicht so genau weiß, was beim letzten Mal zum Schluss passiert ist. Ich könnte nachgucken. Dann nutzen wir doch 3 Minuten dafür, um nachzugucken, was beim letzten Mal, womit wir letztes Mal aufgehört haben. Doch, ich weiß es. Wir haben uns mit einem geprügelt. Also, ja, wow, Überraschung. In Unterhose jedenfalls. Das ist passiert. Da erinnere ich mich dran. Aber was hat das mit dem auf sich? Das war einer von denen, die sie ermorden will, ne? Oder? Und das ist das? Ja, genau, der hat sich dann, ach ja, der war das. Ja, ich erinnere mich. Der wollte die ja alle gar nicht umbringen, die Familie. Da gab es noch ein großes Mastermind hinter, was die dazu angestiftet hat, das Haus anzuzünden. Und da waren die war zu Hause und sind verbrannt, was die gar nicht wollten, die blöden Gangster. Die wollten nur ein Haus anzünden, weil das ist nicht so schlimm. Also ist ja wirklich nicht so schlimm. Also Haus anzünden ist weniger schlimm als Leute verbrennen, würde ich sagen. Jetzt auf einer Skala. Von der Schlimmigkeit her. Ist beides vielleicht nicht so gut, würde ich beides jetzt nicht empfehlen. Ist beides auch illegal übrigens. Außer vielleicht, wenn euch das Haus gehört. Wahrscheinlich ist es dann auch illegal. Oder? Nein. Kommt vielleicht auf die Umstände an, ne? Aber es kommt mir schon wie... Weiß ich auch nicht. Kommt mir komisch vor. Das sollte schon irgendwie sollte es möglich sein, legal ein Haus anzuzünden. Aber, bitte informiert euch da nochmal selbst drüber, wie genau das abläuft. Dann könnt ihr das in eurer Freizeit gerne versuchen und sagt mir dann gerne Bescheid. Genau. Wie das so lief, ob das Spaß gemacht hat. Aber nur, wenn die Rahmenbedingungen beachtet wurden. Ja. Guten Abend, Shiny und Nekotama. Also die üblichen sind heute da. Dann kann es ja, würde ich sagen, auch direkt losgehen. Habe ich das Spiel gestartet? Ja, habe ich. So. Aha. Den Sound habe ich jetzt ungefähr so wie letztes Mal eingestellt. Ich habe nichts geändert. Mein Gesicht ist noch nicht da. Da ist mein Gesicht. Ich weiß noch nicht, wie ich sitzen will genau. Das will ich gleich irgendwann nebenbei heraus. Ich spiele, würde ich sagen, darüber so. Und das mache ich klein und das mache ich laut. Nein, ich will kein Haus anzünden. Alles gut, ich will kein Haus anzünden. Ich habe nur über das letzte Mal geredet, wo Leute ein Haus angezündet haben. Ich habe gesagt, das ist illegal, das sollt ihr nicht machen. Aber ich habe drüber nachgedacht, dass es bestimmt irgendwelche Möglichkeiten gibt, um legal ein Haus anzuzünden. Wenn man Geld hat und so und sich mal eben ein Haus dafür kaufen kann, nur um es anzuzünden oder so, dann gibt es da bestimmt Möglichkeiten. Dann könnt ihr das gerne machen, das habe ich gesagt, aber bitte sonst nicht, weil es illegal und dann führt das zu so schlechten Sachen. Wir gucken einfach ins Flashback rein. Es gibt ja immer ein, hier, wie heißt es denn, nicht Flashback, was zuletzt geschah halt, ne, dieses, was man halt so kennt. Das gucken wir jetzt an und dann wissen wir bestimmt, was hier abgeht. Nochmal, so richtig. Angeblich habe ich auch erst 3 Stunden gespielt. Ich habe angeblich 3 Stunden gespielt, verarsch mich. Ich habe das Spiel 2-mal gestreamt. Ich habe nicht erst 3 Stunden gespielt. Oder war das der falsche Spielstand? Oh, vielleicht war das der falsche Spielstand. Vielleicht habe ich gerade Kapitel 3 gestartet. Ein Moment. Ich habe vielleicht gerade den falschen Spielstand geladen. Ja, ich glaube, das war, ups, ich komme hier nicht raus. Hallo, Stefan von Gunten. Ich habe noch ein paar Probleme mit meiner Kompetenz, weil ich habe den falschen Spielstand, glaube ich, geladen. Das wird erklären, warum ich nur 3, 4 Stunden gespielt habe.
2-3 Viertelstunde. Weil 2-3 Viertelstunden klingt ja so, als hätte ich 2 1/4 gespielt. Weil das wäre dann ja 1,5 und dann 2 1/4. Mm. Egal, ja, jedenfalls willkommen. Wir spielen heute das Finale von dem Lost Judgment DLC. Sag ich jetzt erstmal, habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, habe ich auch beim vorletzten Mal schon gesagt, beim ersten Stream. Habe ich gesagt, heute spielen wir den ganzen DLC an einem Stück durch. Es ist schon der 3. Stream, wir sind noch nicht durch. So, Kaito Files nochmal fortsetzen. Es gibt ein ganz anderes Ergebnis, würde ich sagen. Und das lautet, ich habe, glaube ich, gar nicht gespeichert in den letzten Streams. Ja, ich würde sagen, dann können wir uns noch mal ganz kurz angucken, wie das letzte Kapitel aufgehört hat. Denn wir sind, glaube ich, wieder ein ganzes Stück zurückgeworfen erstmal. Upsala. Ups. Nein, es gibt ja, ich habe ja zwischendurch gespeichert und so, aber, also, so richtig zum Schluss gespeichert habe ich jetzt vielleicht nicht. So ganz am Ende. Aber, ich meine, ist ja auch gut zum wieder reinkommen, ne? Der Stream wäre ja sonst wahrscheinlich auch heute zu kurz, glaube ich. Ich habe gerade einen harten Delay. Warum habe ich einen harten Delay? Oh nein, so kann ich nicht spielen. Fuck, was ist los? Oh no. Ich habe auch, also ich habe bestimmt alles verstanden bisher. Warte mal, wo bin ich? Was will ich da? Ein Moment. Also ich habe gerade mehrere Probleme. Das erste ist einfach, ich habe einen harten Delay drin. Ich kann nicht spielen. Ich weiß aber nicht warum. Ich probiere einfach mal rausziehen und da reinstecken und so. Das mache ich manchmal. Das ist ein Trick. Vielleicht würde ich auch noch. Ich glaube, es geht. Ich bin noch nicht überzeugt. Ich bin mir auch nicht davon überzeugt, dass das hier der letzte Spielstand ist, den wir hatten. Moment. Speichern. Ich kann noch mal gucken, ganz kurz. Nee, das ist der letzte. Um 22:26 Uhr. Das heißt, wahrscheinlich, also, geht schnell. Komm, das geht doch bestimmt jetzt schnell. Ich kann auch alle Cutscenes überspringen. Wir kennen die ja. An die Rabauken erinnere ich mich doch noch. Die generischen Gegner. Knistert das Audio? Ich glaube, das Audio knistert. Ich glaube, der Stream wird heute nicht mehr so gut laufen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Überspringen. Ich glaube, jetzt kommt wirklich die Laufmission, oder? Also direkt. Ich glaube, jetzt verfolge ich ihn. Ist das jetzt das? Das ist meine Lieblingsmission. Kann ich die auch überspringen, bitte? Oh yeah. Ja, ich muss wieder die ganze Stealth-Mission machen als erstes. Also okay, der Delay ist weg, aber das Audio knistert jetzt. Was soll das denn? Einen Moment. Ich gehe ganz kurz auf den Boden. Wir sehen uns gleich wieder. Wir hatten das ja schon mal, als ich Catherine Full Body gespielt habe. Also von daher, das löst sich bestimmt gleich genauso. Vielleicht. So im besten Fall.
Kabel ASMR. Nee, klingt immer noch kacke, muss ich sagen. Ah, was ist denn nur los? Warum? Warum? Wo kommt dieses Kabel hin? Das kann es eigentlich nicht sein, aber ich mach's trotzdem mal. Ach, fuck. Ey, au. Ein Toasty-Stream nach Maß. Ihr wartet immer noch auf den ASMR-Kanal. Ja, ist in Arbeit und so, bestimmt. Es klingt gefühlt immer schlimmer. Was habe ich denn in Catherine nochmal gemacht? Ich habe dasselbe gemacht. Ich habe einfach nur ein bisschen geblasen. Ihr hört jetzt so, glaube ich, sowieso gerade gar nichts. Also bei OBS will es ja gar nicht mehr akzeptieren hier alles. Ich starte das nochmal neu. Jo, Stefan, tut mir leid, ich muss dich leider enttäuschen. Alle anderen sind das, glaube ich, gewohnt. Deswegen ist das, glaube ich, okay für den Rest. Und wenn ihr das hier hinterher auf YouTube seht, also ihr seht das alle auf YouTube, aber ich meine als Videoaufzeichnung seht, dann bitte spult vor. Warum soll ich denn einen Moment warten? Ist doch da. Achso, da ist es ja. Ist das Knistern? Ah, das Knistern ist jetzt weg, oder? Ja, das Knistern ist jetzt, glaube ich, weg. Falls ihr es jetzt auch nicht mehr hört, dann kann es jetzt nämlich normal weitergehen. Professionell und richtig. Und ich muss ganz kurz pausieren, weil sonst sterbe ich gleich. Weil ich muss noch mal ganz kurz hier ein paar Sachen hin und her schieben. So. Der nächste Stream wird besser. Wer weiß. Wenn nicht, auch okay. Ach, das fuck. Das will ich nur so und das so. Genau, das brauche ich so. Ah ja. So. Jetzt können wir ganz entspannt die blöde Mission angehen. Wollt ihr, wo muss ich hin? Da hinten, ne? Ja, dem verfolge ich. Ja, wie geht's euch so? Erzählt mir von eurer Woche. Habt ihr irgendwas Spannendes erlebt diese Woche und so? Ich persönlich nicht. So viel. Bei der Uni. Ich habe gearbeitet. Du hast deinen Fuß verletzt. Lachender Smiley. Wie hast du den Fuß verletzt? Ich sollte auch ein bisschen aufpassen, während ich mich mit euch hier unterhalte. Aber gut, ich habe es in die nächste spannende Cutscene geschafft, glaube ich. Deswegen zockst du viel. Das ist super, das ist super. Das ist besser als nicht viel zocken. Wenig zocken. Lass mich durch. Oh, ich habe ein tolles Video gesehen. Ich habe ein ganz, ganz tolles Video gesehen. Das muss ich später auf dem Discord verlinken, wenn ich dran denke. Vielleicht habe ich sogar schon in den Yakuza-Channel geschickt. Ich glaube, ich habe sogar schon in den Yakuza-Channel geschickt, direkt nachdem ich es gesehen habe. Da läuft ein Dude rum wie in Yakuza in der Stadt. Und der läuft gegen unsichtbare Wände und so. Das fand ich super. Das fand ich sehr sympathisch. Fahrschule üben. Schrecklich, schrecklich. Wer braucht schon Fahrschule?
Autofahren ist, also... Ja, habe ich. Gut, ich hoffe, jeder, der es gesehen hat, dem hat es gefallen. Sido war cool. Ja, guck mal, das höre ich gerne. Fand ich auch cool, nämlich. Ich hatte noch ein Zugfahrabenteuer diese Woche. Ich bin mit dem Zug gefahren. Ich wäre nicht so lange gefahren eigentlich. Ich musste halt mit einem RE fahren, ne, weil war schon eine längere Strecke und so. Und mit RB hätte ich umsteigen müssen und so. Und bla, das wäre blöd. Und hätte auch länger gedauert, weil RB hält ja ständig. Ja, jedenfalls an ein paar Haltestationen ist der Zug dann stehen geblieben. Aber nicht an einer Haltestation, sondern so zwischen Haltestationen, einfach so irgendwo mittendrin. Man hat dann technische Schwierigkeiten. Wir können leider nicht weiterfahren. Ups. Wir haben schon dann erstmal über eine Stunde gebraucht, bis wir dann weiterfahren konnten. Aber auch nur bis zur nächsten Station. Die nächste Station war dann irgendein Mini-Bahnhof, wo natürlich kein RE hält. Dementsprechend muss ich von da aus dann erstmal weiter mit irgendeinem anderen Zug zu einem anderen, größeren Bahnhof, um dann an dem in den nächsten RE einzusteigen und weiterfahren zu können. Das waren ein paar sehr, sehr schöne Stunden, die ich viel lieber mit Remember 11 verbracht hätte, denn das habe ich fast durch. Ja, du bist, glaube ich, der Einzige, der hier den DLC kennt. Also alle anderen sind blind drin. Und okay, wir sind gerade alle nicht blind, weil ich hatte schon das Kapitel zu Ende gespielt. Was noch diese Stealth-Mission ist und danach der Bosskampf. Aber ich habe nicht gespeichert, wie gesagt. Also ja, komm in 20 Minuten oder so nochmal wieder, dann sind wir bestimmt hier fertig. Wobei, jetzt läuft es ja gerade ganz gut. Ich glaube, wir kommen ja durch die Stealth-Mission diesmal ziemlich schnell durch. So schnell, wie es halt geht bei so einer Stealth-Mission, ne? Ey, Zugfahren, ich find Zugfahren ziemlich geil. Ich mag Zugfahren ziemlich gerne. Jetzt muss ich leiser machen. So. Das kann ich gar nicht mehr springen. Ja. Ich habe ja auch schön gelesen, ich habe ja jetzt das Kapital aktuell, damit ich euch allen bald sagen kann, was das denn überhaupt mit Kapitalismus zu tun hat. Also wirklich auch richtig fundiert dann, hoffentlich. Und ich hoffe, dass dir das dann auch dein Leben bereichert, Shiny, wenn ich das wirklich dir immer sagen kann. Immer wenn du fragst, weil du fragst es so oft, ne? Muss ich auch irgendwie dann vernünftig erklären können. Ja, die skippe ich leider heute, Shiny, es tut mir leid. Die brauchen wir nicht nochmal gerade. Warum kann ich das nicht? Doch, kann ich skippen, okay. Alles gut, nur die Ruhe, da ist er doch schon, da ist er doch schon. There, found him. Ooh, remember Ashizaki, the guy who died? He had his... Achso, da hätte ich das fast gezeigt, das will ich doch nicht. Ich wollte das so überspringen. Wir brauchen ja nicht 2 Intim-Piercings in einem Durchgang. Ach ja, ich kann auch ankündigen, dass ich endlich mal den nächsten Skript fertig geschrieben habe. Das heißt, ich habe schon geplant, heute nach dem Stream werde ich dann direkt das Video dazu aufnehmen und das dann die Tage schneiden, sodass es dann nächste Woche irgendwann im Laufe der Woche erscheint. Ein Video auf meinem Kanal, ich weiß, unglaublich, dass sowas noch vorkommen kann, aber doch ist es tatsächlich wieder soweit. Hi, ich habe dann meine Eyes nicht on dir. Ich bin hier hinter einem... Ich drück doch Dreieck. Also ich hab doch Dreieck gedrückt direkt in seinem Gesicht. Was will der denn? Aber ja, bei mir sind die Verbindungen auch, also nicht jetzt, wo ich jetzt bin, aber bei mir in der Heimat, da sind sie auch ziemlich nicht gut. Ziemlich nicht gut. Okay, ich darf jetzt leider nicht mehr entdeckt werden, weil sonst
vorbei. Und ich weiß, dass der letzte Checkpoint da unten ist. Also, direkt nach der Prügelei. Ich war beschäftigt mit unterhaltsamer Streamer sein. Also privat würde mir sowas niemals passieren. Das müsst ihr halt immer mit einberechnen, ja. Ich muss ja auch ein bisschen reden und so, und das ist ja alles auf den Chat gucken und alles, und dann plötzlich steht man halt im Gegner drin, ne? Flixbus bin ich bisher halt erst einmal gefahren, das lief ganz gut. Deswegen kann ich das auch nicht so gut bewerten. Außer, ja, das eine Mal lief gut. Ich weiß nicht, wie das insgesamt so läuft. Das gibt meinen Streams Charakter. Gut. Sehr gut. Und Dork redet auch nur positiv von Flixbus, also weiß ich gar nicht, was sein Problem hier ist, ja? Wir müssen doch hier alle dieselbe Meinung haben wohl. Nee, aber keine Ahnung, ich bin halt auch nur einmal hin oder einmal zurückgefahren. Das lief gut. Besser als mit der Bahn auf jeden Fall meistens, dementsprechend. Na komm. Nein, nicht das wollte ich aufheben. Ach ja, ich habe gerade schon kurz ich kann nicht reden. Ich habe gerade kurz erwähnt, ich bin mit Rainbow 11 fast durch. Rainbow 11 ist richtig gut. Rainbow 11 hat das Potenzial, mein Lieblings-Uchikoshi-Spiel zu werden. Ich habe auch ein anderes Problem mit Rainbow 11 allerdings. Ein ganz anderes, ein ganz grundlegendes, was immer wieder passiert. Es passiert nicht nur in Rainbow 11 gerade, ist das Schlimmste. Ich habe in Rainbow 11 das Gefühl, dass es sehr viel mit meiner Story gemeinsam hat. Gleichzeitig gibt es wieder neuen Nirvana Initiative, die ARG-Content, und der deutet auf Sachen hin, die mir das Gefühl geben, dass das Spiel Gemeinsamkeit mit meiner Story haben könnte. Tut mir leid, okay? Es tut mir leid. Ich muss diese Verbindungen ziehen. Ich glaube, das passiert einfach nur in meinem Kopf mehr als alles andere. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das passiert immer, wenn ich das Gefühl habe, Ich bin gestolpert. Aber wir hatten eine neue Prügelei. Das war eine Katze. Wir haben einen neuen Speicherpunkt. Oder? Ja, das ist jedenfalls immer. Nur, wenn ich gerade wirklich mit der Story fertig bin und zufrieden bin, dass ich dann das Gefühl bekomme, dass Sachen meiner Story ähneln. Weil natürlich auch dann bestimmt Gemeinsamkeiten vorhanden sind, aber ich habe dann eher das Gefühl, ich bin dann eher aufmerksam dem gegenüber und bemerke das so richtig und ja, genau. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass Uchikoshi meinen PC gehackt hat und meine Story klaut. Aktiv in diesem Moment, jetzt gerade. Vielleicht. Ach ja, und das hätte ich vielleicht viel eher erwähnen sollen. Ja, es gibt wieder neuen ALG-Content. Habe ich auch schon im Allseits Channel auf dem Discord gepostet. Ja, lass mich in Ruhe, ich wollte mich in das Auto stellen. Weiter. Ja, du musst Scheiße sehen, ist richtig. Auf eine Brille. Nein! Oh mein Gott, da ist ein Auto! Duck dich doch, was ist denn dein Problem?
Also das ist ja, der kann einfach kein Stealth, der Junge. Ist ja nicht meine Schuld, ne? Meine Fresse. Ja, und so langsam wird es auf jeden Fall wieder genug, dass ich da auch wirklich ein Video drüber machen kann. Also, ich hatte ja so überlegt, ich hatte ursprünglich vor, als ich doch dachte, es kommt bestimmt ein AE2 AEG, dass ich auch wieder vor Release ein Video mache. Habe ich dann ein bisschen aufgegeben, weil ich dachte, okay, anscheinend kommt doch nichts, aber ja, wenn das jetzt noch so weitergeht, jetzt in den nächsten Tagen, was da gerade an Shit gedroppt wird, dann wird es wahrscheinlich vor dem AE2 Release wieder ein Video geben, wo ich meine Theorien, bevor das Spiel auch raus ist, an die Wand werfen werde. Und dann, weiß ich auch nicht. Es war ja mein erstes geskriptetes Video jemals, das Video zum ersten AEG damals. Deswegen schon ein bisschen cool, dahinter zurückzugehen. So. Jetzt kann's losgehen. Jetzt kann's losgehen. Wir sind endlich da. Jetzt gibt's nur noch Prügelei. Hat doch gar nicht so lange gedauert, oder? Halbe Stunde Verzögerung jetzt nochmal. Ist auch nicht verkehrt. Wie gesagt, das letzte Kapitel wäre jetzt wahrscheinlich zu kurz gewesen für einen ganzen Stream. Was will ich denn damit? Na gut, beim letzten habe ich auch noch ein Kapitel gemacht. Und das ist wahrscheinlich ein kürzeres Kapitel, als das letzte Kapitel sein wird. Ich weiß noch nicht. Ich habe keine Argumente gerade. Lass mich in Ruhe. Danke. Ja, komm, mach irgendwas. Ja, Kaito sieht schon wirklich nicht nach einem richtigen Stealth-Typen aus, ne? Das sollte eigentlich offensichtlich sein. So, gibt es noch irgendwelche Gegenstände, die ich nehmen kann? Oishi. Nicht zu wechseln mit Oishi. Mit Doppel-I. Dann wäre er lecker. Oh ja, einfach mal ein Yakuza oder Judgment in einem Ikea. Da gibt's so viel zum Prügeln. Ach komm, war das jetzt noch nötig? Machst du da? Komm, machst du da? Was machst du da? Apropos, war ich... Okay, ich habe genug Heilgegenstände, würde ich sagen, für diesen Kampf. Läuft ja auch bisher ganz gut. Ich bin noch gut dabei mit dem Kampfsystem. Ja, ich bin sowas von dabei. Lass uns da reingehen. Wir machen jetzt kaputt sein Gesicht und seine Unterhose ziehen wir aus. Nein, wir lassen die an, keine Sorge. Oh, apropos, ich habe eine ganz, ganz schlimme Figur auf Twitter gesehen. Von Eren. Attack on Titan und so, ne? Der Jäger. Der hatte keine Unterhose an. Aber er hat ein Handtuch gehabt. Ein Handtuch, das auf seinem irrigierten Penis lag. Ja, Drocker, die Nackte. Oh mein Gott, das halt ja gar nichts.
so viele Unterhaltungen über Penisse gibt es hier nicht eigentlich, würde ich behaupten. Hat meine Cam übrigens nur bei mir Delay oder hat die auch bei euch Delay, sag ich mal, also so im Gegensatz zu dem, was ich sage. Bei mir hat sie Delay in der Vorschau. Wenn sie Delay hat, warum sagt dann niemand was zu mir? Sagt mir nicht, dass es euch das noch nicht aufgefallen ist. Habe ich jetzt gerade 4 gedrückt oder nicht? Habe ich. Habe ich nicht? Ich glaube, ich habe nicht. Ups. Verdammt. Na gut, haben trotzdem gewonnen. Ich starte mal kurz die Cam trotzdem neu. Das ist das Spiel. Jetzt sieht es gut aus bei mir. Also es kann eigentlich nicht sein, dass es gerade okay war. Weil gerade war auf jeden Fall Delay und jetzt ist da keiner mehr. Na gut. Aber jedenfalls war das Kapitel. Wow, speichern wir das Spiel, so wie ein normaler Mensch das so tut. Und starten wir jetzt in Kapitel 3, 4, das letzte, Katz und Maus und so. Hier wird wohl ein Timestamp sein, wenn ihr das hier in der Videoaufzeichnung guckt. Dann spult bitte hier hin. Habt ihr wahrscheinlich getan, hoffe ich. Dann kann es jetzt weitergehen. Ach ja, ach ja, ach ja. Was bisher geschah. A series of brutal murders rocks the young elites in Kamurocho. Each victim was a founder of Crimson Lotus, a group of thugs for hire. Mikiko lost her only sister at the hands of these thugs, along with her foster parents. And to get revenge, she takes matters into her own hands. Like a phantom in the night, she attempts to kill the Crimson Lotus founders one by one. Ist ja schon cool, ne? However, Ken Mochi lays an ambush for Mikiko, fearing that he might be her next target. Kaito bursts in on the scene and returns Mikiko back to safety. Seeing her safe and sound grants him a moment's repose, but their ordeal is far from over. Far from over ist jetzt ein bisschen, wir haben noch ein Kapitel. Komm, wir haben noch ein Kapitel. So weit ist es doch ja nicht mehr alles. Ja, wie gesagt, Kapitel 4, Katz und Maus. Mal sehen, wie das hier alles ein Ende nimmt. Das Spiel macht gleich ein Danganronpa V3. She all right? They didn't do nothing to her, did they? Yeah, she's fine. She's just out. Oh, that's good. Get in, Kaito. We're taking Mikiko-san somewhere safe. Fine. But you better be ready to talk. Uh-huh. Oh, junge Informationen. As you can see, we're packing up. Excuse the mess. Crazy to think you were working for Mikiko all this time. Why didn't you just say so? Because we only found out who she really was the other day. We had no idea she was June's mom either. Also hat doch sie dafür angeheuert. All she gave us was a job, not her name. Set to protect Jun Sadamoto. Ach so. Kidnap him if you have to, but make sure he stays safe. That's the long Okay, ja, meinetwegen. Yeah, I'm not following. So, she hired some crooked detectives and left her husband and kid in the dark? Just, what the hell was she planning? You're aware she's been trying to get revenge on Crimson Lotus, yes? Yeah? So, what if she needed a babysitter?
After her deed was done, all she'd need to do was swing by here, pick up June, and hightail it out of Japan. Bullshit. Oh, Mikiko-san! Mikiko. Masaharu-san, Oh, you scared the piss out of me. you saved me again? Don't tell me you forgot. I'm supposed to be your bodyguard, remember? All right, Mikiko. Tell me, did you really kill those people? Offensichtlich schon. I intended to, but I never got the chance. Oder was? What do you mean? Ist dir jemand zuvor gekommen? Someone else was always one step ahead of The me. hell? No matter who I was after, they were killed before I even showed up. Ashizaki, the man in the burning building, same deal. He was dead by the time I arrived, and the place was already up in smoke. So then, you're saying you're not a killer after all? Ja, aber Correct. Though I'd give anything sie to hätte join sie ja myself. umgebracht. Also ist ja trotzdem. Also, Bastards. Any idea who might be beating you to the punch? sehr gute Frage. Ist man dann irgendwie auf einer moralischen Ebene trotzdem Mörder, wenn man es eh getan hätte, wenn es nicht schon passiert wäre? Ja, was heißt, jemand hängt es ja an? Sie hätte es ja wirklich getan, wenn es nicht jemand anderes getan hätte. Also es ist ja, es macht ja keinen Unterschied. Es macht ja wirklich gar keinen Unterschied einfach. Irgendjemand hat also die Gründe des Roten Lotus umgelegt, bevor Mikiko an sie rangekommen ist. Aber wer könnte sonst noch 14 Jahre später Rache an den Mörder von Mao-chan und ihrer Familie nehmen wollen? Mikiko, there's a lot I want to ask you. Are you okay to talk? Yeah. Ich glaube laut Kant auch wahrscheinlich. Bin jetzt gerade nicht mehr genug in Kant drin, aber ich glaube schon. Why go after the Crimson Lotus founders? Was it really out of revenge? You mentioned Crimson Lotus being responsible for killing your family. What set this all into motion? Ja, aber guck mal, Shiny, wenn jemand es ihr anhängen wollen würde, hätte die Person auch einfach nichts machen können, weil Mikiko die Leute ja eh umgebracht hätte. War ja ihr Plan. Also war es ja gar nicht nötig einzugreifen, wenn es darum ging, es jemand anderem anzuhängen. It all started with Kenmochi. He was some kind of real estate broker way back when. He was making a fortune too. And that was before the bastard went after my parents. Right. Sadamoto-san mentioned something like that. Except, there was no evidence that they ever started the fire. The police pinned it all on the stalker and left it at that. Meaning it's up to me to get justice. Mikiko. Ja, das dachten wir uns ja alle schon. Ja, was mit deinem Selbstmord, dann wissen wir 2 das hier years an sich auch back, schon you alles. disappeared from your home, leaving a suicide note behind. The cops believe you killed yourself, but obviously you never did. Of course not. Besides, I can't just die and leave my son behind. It was Crimson Lotus who framed my suicide. Must have been convenient for them. I figured that was the case. But still, I can't believe you lived. These To this Oh, day, fuck. I have Ich no wollte nicht clue extra. how I Mann. survived. I was apparently knocked out at the time. Maybe I have the devil's luck. Anyway, when I woke up, Shirakawa-san had already taken me in. But I couldn't remember anything. Ja, was hältst du eigentlich von dem Typen, der dich da jahrelang made bei your sich memories behalten come hat? back? Fandest du das gut? War das okay für dich? I was watching TV. TV? Yes. And Kyoya's face was on there. Right. Your husband. Ja, wie ich es mir auch dachte. He's been on TV a lot lately. I think I saw him on some morning show. Guck mal, da hat sie den Mann gerade erwähnt. Einmal. Anyway, Der hat die he Erinnerung was chatting with zurückgebracht, a immerhin. celebrity, looking real smug. And that's when it all came back. Ich glaube aber, sie mag ihren Mann Crimson nicht. Lotus had done to me. So wie das gerade klang. And Was there a reason you didn't contact your family right then? Sadamoto-san and June were worried like hell. let's just say I had some unfinished business to deal with. The
behind a woman's family doesn't Ja, du need wolltest to sie know alle about. umbringen, das weiß ich. Das tust du gerade. Okay, Also then. versuchst du gerade. Let's say you had taken down Crimson Lotus. Then what? You really meant for these dopes to take June? Desperate times call for desperate measures. That's all I can say. Oh, was zur Hölle? Hatte sie aber echt vor, mit ihm ins Ausland abzuhauen? Mikiko, why'd you want to stick June with these shady assholes? Because I needed a detective who'd take Ich an würde das noch was anonymous sagen, job. während wir zwischen denen sitzen. I couldn't let it get out that I was still alive. The last thing I wanted was Crimson Lotus hunting me down first. And while detectives are supposed to maintain confidentiality, I can't just take that at face value. Besides, any legit detective would turn down some random woman asking to snatch up a specific kid, right? Ja, schon, wahrscheinlich. True. Guess that explains Sollte why man you meinen. were ex-Yakuza. Yeah, except Igarashi-san figured out who I was midway through it all. Sorry I had to pry, Mikiko-san. But I always vet my clients. I'll admit, I was shocked to find out a dead woman hired us. Not to mention, one who was hell-bent on taking out Crimson Lotus. Those disgusting bastards. But hey, that's the most exciting shit that's happened to us in years. Why wouldn't... I appreciate the help, Oops. Igarashi-san. Your people have had my back since day Aber noch one. ein Satzteil. And Senda-san, I'm sorry my actions put you in harm's way. How'd you even afford them after being gone 2 years? You have cash stored away somewhere? After all I went through, I still managed to have my wedding ring. Pawned that off right away. Apparently it was enough to cover my fee and then some. Wenn der von dem Typen kam, der 20 Millionen für eine Uhr ausgibt, wie viel war der Ring bitte wert? Ja, hoffentlich mehr als das. Hoffentlich dann mehr als die Uhr. You know, Ja, also ich frage mich your echt boy noch, June was genau paying me a die visit. Beziehung zwischen den beiden ist. He wanted me to help him find his mom. I knew about that. Igarashi-san had told me he was with you. It didn't take me long to figure out what he was up to. He also thinks he's my son. Of course, I beg to differ, but Right. That's all in his imagination. Is it, though? yeah, that's what your husband said too. Wahrscheinlich. I guess June was reading your diary from when we were together and got some ideas in his head. He said you wrote, "I'll never see Masaharu-san again. And I should get this taken care of." I wrote that? Huh. I wonder what I meant. I wonder on, what you really I don't remember? meant. How could I? That diary's as old as time. Aber wo, And even so... Wait. You don't mean... Ringing some bells? Remember that time I borrowed 50,000 yen while we were out shopping? I forgot to grab money from the bank. But there it was, the cutest coat I had ever seen. The last one on the rack. And of course, I left my card at home too. Huh. Know what? It does sound familiar. ist das fucking The Silver Case jetzt? Hold on. Don't Geht's tell darum, me. dass sie mir 50.000 Yen schuldet? I never gave you your money back after we split up. So I was stuck thinking about whether or not I should pay you back. It would have been pretty awkward after the breakup we had. So yeah, that was stressful. What? You mean to tell me that's what all that meant? If you want, I could give you 50 grand right now. Aber ich fände das richtig gut, wenn das der Grund ist, weil das wirklich einfach nur The Silver Case ist. Und Flowers and Hey, you're the Rain. boss. Die letzte Zeile in Flowers and Rain. Spoiler ist einfach, pay me back my 50.000 Yen. Also, ja. Dann endet das Spiel, da kommen die Credits. Nee, das war, glaube ich, schon nach den Credits. Dann ist wirklich komplett vorbei. Also ja, das sehr schön einfach, sehr schön. Nico ist sicher müde. Ich habe, glaube ich, was ich brauche. Easy, Mikiko-san.
You might have put drugs in your system. Why don't you take a rest in the back? Sure. I'll take you up on that. Your guy, Senda. He's into Mikiko, isn't he? That obvious, huh? Well, Alle stehen auf Mikiko. What can I say? Wir Guy's auch. a big softie. I always tell him not to get too close to clients. what about you? Mikiko got your attention too? For a crooked detective, I'd say you're pretty devoted. Maybe I am. I've always respected fearless women like her. And besides, it's devotion that got our customer satisfaction rate topping 80%. That said, the guarantee applies to real customers only. Suckers don't get the same deal. Corrupt and methodical. Gotta have a system, right? Huh? Scheiße, Sadamoto-san ist in seiner Branche wohl recht beliebt. Mikiko hat ja gesagt, dass er in letzter Zeit häufig im Fernsehen zu sehen war. Hey, Kaito. You think Mikiko-san's into sweets? Oh, yeah. If memory serves, she always liked dessert with her coffee. Noted. Thank you. Wichtige Informationen könntest du nicht sie fragen. Kaito here. What's up? Guess what? I was able to salvage the data from Sehr that gut, hard stimmt, da war ja drive. noch Damn, it was. says it Die was. habe ich ja lange gesucht, die Festplatte. Sehr, sehr lange. Oh, Muss shit. es sich auch gefälligst Nice lohnen. going, man. Anything useful on there? Well, I did find something intriguing. Scans of some under-the-table transactions. Though whether they're useful to you or not, that I cannot say. Well, wanna fill me in anyway? Okay, so these scans showed questionable wire transfer records. It seems it was a security company that burned down. But 17 years ago, it received very large sums of unspecified funds over the course of 7 years. Vor 17 And Jahren. the source of these funds was a smartphone app developer called Devenir. So, some smartphone company illegally funds a security firm. Okay. What Und? for? That, unfortunately, I could not find. I tried combing through their email history, but still nothing came up. Alright. Oh, and this Devenir? It doesn't seem to exist anymore. Aha. In Aber. fact, there are hardly any records of it operating. I'm tempted to think it's a dummy corporation, Kaito-san. Huh. Now tell me that's not fishy. Wer steckt da bloß hinter? Indeed. Warum? Alas, that's about all I managed to recover. However, I do intend on looking into this Devenir a bit further. Seeing as there isn't much about it on the web, I'll likely have to do some extra digging. Appreciate all the help. Ja, sowas in etwa denke ich auch shiny, aber wüsste auch nicht, was genau. Of course. Just ping me if there's anything else you need. Was es trotzdem mit dem Geld auf sich hat. Und warum vor 17 Jahren? 17 Jahre und 7 Jahre heißt es, es hat vor 17 Jahren angefangen und dann bis vor 10 Jahren lief das? Weil das wäre dann in dem Zeitraum, als Mikiko und er zusammengekommen sind und ja, Kaito und sie sich getrennt haben. Achso, ja, der Chef des Sicherheitsdienstes Ashizaki war einer der Gründer des Roten Lotus. Dann also der App-Entwickler und der Rote Lotus irgendeine Vereinbarung. Guys, this is bad. It's Mikiko-san. Was ist mit ihr? Ist sie abgehauen? Wahrscheinlich ist sie am Fenster gesprungen. Ja. Überraschung. Where is she? I don't know. The window was open when I got here. Mikiko, where the hell did you go? Is she seriously going after Crimson Lotus again? Oh, not good. You know something? Oh, no? Numbnuts here. Doesn't know a damn thing. He can speak for himself. Now talk. Well, it's just that Mikiko-san might be... Senda!
Whatever she decides to do, we see it through to the end. That was the deal, wasn't it? You trying to turn Mikiko into a criminal? You know detectives are supposed to protect their clients, right? We are protecting our client by not letting you interfere with her work. You know, Igarashi, I really can't stand the sight of you. I'll just have to beat the truth out of you then. Na, meinetwegen geht I'd auch. like to see you try. In fact, I've been dreaming of the day I get to cave in your skull! Let's go, Kaito! Alright, alright. Get meat! Oh, die haben beide relativ lange Lebensleisten, ha? Oh, oh, ich kann die Wände einschlagen, aber ich dachte schon, das wäre jetzt ja echt eng hier, aber haben wir doch ordentlich Platz, ha? Ja komm, mit den Schwertern war aber auch wirklich offensichtlich jetzt, ne, in dem Raum. Dass ich einfach so gegen mich kämpfen würde wohl. Ja. Nimm das, nimm das. Sollte mir erst schon gewesen sein, oder? Nicht. Ach, so knapp. Da kann ich mich auf den Schwertkämpfer konzentrieren hier. Upsala. Mhm. Warum komme ich heute so gut klar mit den Kämpfen? Ist ja unglaublich, wie selten ich getroffen werde. Du hast keinen Bock in den Ikea zu fahren. Warum hast du keinen Bock in den Ikea zu fahren? Ich würde gerne mal wieder nach Ikea gehen. Ich war schon lange nicht mehr. Ich will das Hotdog essen. Ja, das ist der Hauptgrund. Ich gebe dazu. So. Geht doch. Easy. Achso, du hast gar nicht keinen geschrieben. Tut mir leid, Roakat. Ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe. Ja gut, dann Spill it. Where'd Mikiko run off? fahren wir halt zusammen in die Ikea. Talk! You really think you can save doch gar nichts. Mikiko-san? The guy who left her in the dust for the Matsugane family. Fuck you. Believe me, Kaito. Her anguish runs deeper and darker than you can possibly fathom. She's fueled by a hatred too hot to be contained. That is, until she kills her target. So what do you know about Mikiko, huh? A lot, actually. Collecting June wasn't all she had us do. There was another thing she asked us to look into, which is how we learned of suffering that'd push anybody over the Das erinnert edge. mich sehr an den Dialog am Ende von Nier, Ende C und D. Über Kaine. I'll ask you again. Do you really think you can save Mikiko-san? You got the balls to face the misery she's going through and accept what she's become? Das ist die viel größere Frage. Kann ich das wirklich My akzeptieren? mind's already made up. I'm gonna save Mikiko. Don't give Na, a rat's Kaito ass offensichtlich if I schon. die trying. Noch ist sie ja keine Mörderin. Offiziell. Dementsprechend ist noch alles okay. Then let's go. Huh? Go where? To Ijincho, Yokohama. I'll fill you in on the drive. Endlich mal. Any Endlich unfinished mal. business DLC you fast have, vorbei, dann we'll können wir auch take endlich mal care nach of it. Yokohama gehen, ne? Waren wir noch gar nicht. Wofür haben wir denn die ganze Map? Fällt mir ein, June ist noch im Büro. Ich sollte mal besser nach ihm sehen.
Ja, zumindest mal kurz Hallo sagen, ne? Bevor wir abhauen in eine andere Stadt. Du hast deinen 17. Geburtstag in einem Ikea verbracht. Wow. Krass. Wie gesagt, ich vermisse direkt das Skateboard wieder, vor allem wenn wir wirklich nach Yokohama müssen, aber ich denke, wir verbringen ja nicht so viel Zeit in Yokohama, es ist ja wirklich nur noch dieses Kapitel, ne? Aber was werden wir da in Yokohama wohl über Mikikos Vergangenheit erfahren? Stimmt, wir sparen wirklich Taxigeld ohne Ende dadurch, dass wir nicht ohne Skateboard in Yokohama so viel unterwegs sind. Ich sollte noch ganz kurz bei der Apotheke vorbei, bevor wir uns nach Yokohama begeben, glaube ich. Fällt mir dazu nebenbei ein. Kriegen wir nochmal Geld. So, ich würde gerne das hier nehmen und nochmal. Meinetwegen auch noch den Reiscracker oder was es war. Nein. Genau, der Ichiban Rice Cracker. Ach, das ist ja da. Da bin ich ja direkt auf dem richtigen Weg gerade. Schön, dass wir diese eine große, wichtige Yakuza 7 Anspielung drin haben. Ja, wird wohl mein Leben ein bisschen auffüllen, ne? Füllt das auch mein Leben auf? Ich glaube schon so ein bisschen, ne? So, jetzt haben wir endlich den wilden Mundschutz, den ich die ganze Zeit wollte. Muss ich jetzt auch ausrüsten, ne? Ich habe auch noch andere Accessoires. Was machen die denn? EX-Boost-Dauer plus 10%. Verringert die Dauer von Bluten um 10%. Angriff bei niedriger Gesundheit. Nee, bei niedriger Gesundheit. Werde ich niemals haben. Ich heile mich immer sehr schnell voll. Wie wir einfach keinen Skateboard-Slot haben. Betrug. Ach, ganz ehrlich, ich habe nichts dagegen, wenn wir in Yokohama nicht mehr free roamen können. Ich will gar nicht so dringend da hin und her laufen. Ohne Skateboard vor allem, wie gesagt. Deswegen kann gerne ab jetzt nur noch eine Reihe von Cutscenes und Kämpfen sein. Damit habe ich, glaube ich, kein Problem. Aber wird es wahrscheinlich nicht sein. Würde mich sehr wundern. Ach was, jetzt kurz vor Schluss. Wir sind noch mittendrin. Don't worry, she got out all right. Turns out she never killed anyone either. What do you mean? Whew, that's good news. Glad to hear my mom's not a killer. We still don't know who the culprit is, though. And I'm running short on leads. Ich habe auch keine Ahnung mehr mittlerweile, was abgeht. Gar nicht mehr. Where is Mom now? Der Kleine soll sich keine Sorgen machen müssen. About that. She's still got some stuff to take care of. Ja, sie muss noch mehr Leute ermorden und nicht ermorden. Und She ja. said she'll be back once it's all handled. Yeah? What kind of stuff would that be? That I don't know. Maybe shopping? Shopping? Now? Okay then. Okay, dann What ist are es your halt so. plans? Actually, June, you and I are gonna hang for a bit. Oh, ist das so? Ich dachte, wir wollen nach Yokohama direkt. We are? Yeah. After all you've been through looking for your mom, I figure we could both use a break. Grand tour of Kamurocho sound good? Hell yeah! Let's Okay. do it! Then let's hit the streets. Okay! Wer weiß, was in Ijincho passiert. Ich muss es richtig ausnutzen. Ich will hinterher nichts bereuen. Ich sollte mit Jun zu Higashi oder Hoshino gehen. Wenn ich fertig bin, gehe ich wieder zu Igarashi. Dann noch mal ein bisschen Freizeit vorher. Dann wird das wahrscheinlich da echt noch eine Reihe von Cutscenes und Kämpfen. Dann habe ich so das Gefühl.
We going? Kriegen dafür nochmal eine Runde durch Kamurocho. Mit unserem Sohn / Nicht-Sohn. Kaito-san, haben Sie Mikiko-san ausfindig machen können? Stimmt, ich habe Shirakawa vergessen. Ich habe ihn im Krankenhaus zurückgelassen. Ja, ich habe sie gefunden, aber es ist ziemlich kompliziert. Ich bin im M-Side-Café im Kamero-Theater. Möchten Sie reden? Nein, tatsächlich möchte ich gerade nicht reden. Ich habe meinen Sohn dabei. Ihren Sohn dabei. Unseren Sohn dabei. Ach, ich gehe ihn irgendwann mal besuchen, wenn ich Lust habe. He just left him on red. Oder kann ich vorbeigehen? Kann ich vorbeigehen jetzt? Jetzt interessiert es mich. Ob ich die Möglichkeit habe. Das klingt ja fast nach einer Sidequest. Aber sicher bin ich mir nicht. Ja, du schaffst das sowieso schnell, oder? Mit dem Bein. Wir sprinten durch die Stadt. Ein kleiner Ausflug. Wie man das so macht. So war das damals mit meinem Vater auch immer, ja? Er ist einfach losgerannt durch die Stadt. Ich muss hinterher. Mit meinen kleinen Beinen. Hallo. Ah, gentlemen, you're back. Yeah, just thought I'd check in. All right. So we're dealing with a serial murderer targeting the young business elite in Kamurocho. Would revenge against Crimson Lotus Ich muss for the übrigens sagen, dass als ich die Nachrichten gerade gelesen habe, ich dachte, das wäre der Vater von ihm, aber ich kann die Namen alle nicht. Ich kann June und ich kann, ich habe vergessen, wie seine Mutter heißt gerade. Mikiko. Mikiko ist die Mutter. Ja, den Rest habe ich vergessen. Dementsprechend, nicht wundern. So may Ja. arson be part of that motive? Not sure. But I'm gonna tap Igarashi's brain in a bit. I see. What about you? You gonna be here in town a while? Yes. At least until Mikiko-san comes back. Why don't you head on back to your place in Chiba? You can leave the rest to me. I can't. There are still some things I have to do. Oh yeah? Like, get a happy ending? What? Don't be ridiculous. How do you even know what that is? Wie alt ist er nochmal? 14? I mean, I have been in Kamurocho a while now. Dear me. Wow. What Also, exactly is this town teaching our youth? Kamurocho, Mensch, verrückter Ort, ne? Was die Jugend hier lernt. Ganz, ganz schlimme Sachen. Ganz, ganz schlimm. Mal raus. Ja, ich glaube, Mikiko ist echt ganz zufrieden, wenn er einfach zurück nach Hause geht und sie einfach in Ruhe lässt. Aber, ja. Ich glaube, das wird er nicht akzeptieren, selbst wenn wir es ihm sagen. Ja, deswegen, also 14, ich fand jetzt 14 noch nicht zu jung. Ich fand's traurig, aber das sagt mehr über unsere Gesellschaft als Ganzes aus und so als, ja, als über ihn als Person explizit. Ah, Yagami, den kenne ich ja. Kaito-san, ich bin endlich fertig mit dem Auftrag für Genda-Sensei. Ich bin morgen früh wieder da. Ja, dann ist morgen früh wohl alles vorbei. Morgen früh bin ich schon fertig. Habt ihr den Ehemann finden können? Du meinst doch, er ist mitten im Schottungsprozess abgehauen. Ja, er ist mit seinem Sohn in die Berge geflüchtet. Haben ihn letzten Endes auf einem See in einem dieser Schwanenboote in die Enge treiben können. Da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Vielleicht kriegen wir doch ein DLC. Auch wenn die Yagami Files irgendwie nicht so ein spannender Kontrast wären zum Hauptspiel, ne? Kannst du dir vorstellen, wie schwer es ist, jemanden in so einem Ding zu schnappen? Meine Beine sind nach all der Treterei zu nichts mehr zu gebrauchen. Alter, der echt wie ein typischer Tag oh nein, Hilfe, wo ist die? Da. In unserem Job. Immer bleibt diese Scheiße an uns hängen, egal ob in Kamurocho oder Nijincho.
Das kannst du laut sagen. Naja, egal. Ich bin ja bald da. Also halt bitte noch etwas für mich Stellung, okay? Ja doch. Und vergiss bloß mein Souvenir nicht. Ooh, who's hitting you up? Takayuki Yagami. They call him Tak. He's my boss and, sort of like a partner in the biz. Is he strong? Well, to an extent. But there's no way he could take me. Haben wir sich schon mal mit ihm geprügelt und haben gewonnen? Whoa, he must be pretty tough though if you're working for him. Tough enough to count on in a pinch, yeah. I'll introduce you when I get the chance. Morgen zum Beispiel, gegebenenfalls. Imagine seeing Kaito's boss in action. Sounds awesome. Gibt es 2 Spiele darüber, kannst du dir beide zulegen, mein Junge. Dann kannst du alles über Yagami lernen. Hi. All finished up on your end, Kaito? Yo, look out! Don't worry, he won't bite. Turns out your mom asked this bum to look after you. Yeah, right. Like I'd ever buy that. No frickin' way. Yeah, Und schon hat er es sorry. doch gekauft. Didn't know you were Mikiko's kid when this all started. You tried to kidnap me on multiple occasions. By force! I hope you get struck by lightning! Was only doing my job. You should have just came along quietly. Seriously? Who'd be dumb enough to just go along with some shady Yakuza? You even have a brain in your head? What? Of course I do. You're the brainless one. All right, kids, settle down. Senda, don't we have places to be? Ah, right. The boss is waiting. You ready, Kaito? Ich denke, habe ich irgendwas vergessen? Nö, ich denke nicht. Soweit ich weiß, gibt es auch keine Sidequests oder so. Also, das Einzige, was ich vergessen haben könnte, wäre Gegner grinden oder Sachen kaufen. Good to Ja. go. Okay, let's hit the road. Ich meine, man kann auch ohne Force kidnappen, Oh, but the kid's wenn gotta die stay. Person halt freiwillig bei dir Boss wants einsteigt to und talk dann mano a mano. fährst du halt zu dir nach Hause und ist zu spät. That right. What? Da wurde ohne Why Force can't I gekidnappt come schon with? mal. Because I said so, twerp. Jerk. Be that way. June, just chill in my office and I'll get you a souvenir. Fine. Na gut, sehr Oh, schön. Wir and bringen auch by ein the way, Souvenir mit. Mom's not really out shopping, is she? Er hat's We'll bring her verstanden. back, right? You bet. Okay. Then I'm gonna hold you to that. Make sure nothing bad happens to her. Got it? That's a promise. You'll see her again real soon. Und er rennt davon. Remember, you promised. God, what an annoying little punk. Oh, vielleicht spielen wir auch im nächsten Judgment einfach ihn. Damn In right. 4 Jahren oder so dann halt. Das wäre doch was Kreatives. Wenn wir nicht mehr Yagami spielen können und so. So, Igarashi, why Ijincho? Wasn't everything going down in Kamurocho? Ne, wir haben noch diese It Map just so für den anderen happens Ort. that Die müssen wir auch noch irgendwie Rizzo, the ausnutzen. precursor to Crimson Lotus, is having a reunion today. The venue's a hotel in Ijincho. And every founding member of that group will be there. At least the ones who are still alive. I'm guessing Mikiko wants every last one of them dead, doesn't she? Uh-huh. On top of that, her final target's also planning to show. The one she wants dead the most. You mean outside of Crimson Lotus? Who? The one going around killing the founders of Crimson Lotus before she can. What the hell are you talking about? Why'd Mikiko want to take out who's ever killing her enemies? They've got a common goal, don't they? Hell, you're a detective.
Try using that old noggin of yours, why don't you? Primitive as you are, I'm sure you can piece it together, knowing what you know. Nein, wirklich nicht. Plus, Ijin chose an hour away. Also ja, vielleicht weil sie angepisst ist, dass ihr ihre Rache weggenommen wird und so. Yeah, sounds a bit too buddy-buddy for me. Besides, I'm a punch first, go over shit later kind of guy. Yeah, I can see that. However, if you were to, say, arrive at the truth on your own, then no one breaks confidentiality. Fine, I'll bite. So. Oh Gott, Mystery lösen, let's go. Komm, Hirn, wir schaffen das. Wen könnte Mikiko tot sehen wollen, obwohl er die Leute vom Roten Lotus für sie umbringt? There is one thing that's been bugging me. That security company owner, Ashizaki. His office was set on fire. But the point of burning the place wasn't to kill him. After all, he was shot up on the roof. So the killer must have torched it for another reason. Oh, starting with the motive. Not bad. Go on. So there's our problem. Why would the killer want to burn the office? I'm thinking. Er wollte irgendwelche Beweise vernichten, wäre das, ja, für die Spannung. Es war ein Signal. Keine Ahnung, nehmen wir das. Klingt spannend. What if it was to get someone's attention? Like a smoke signal? Das war nicht, was ich meinte. Why would anyone in this... Dann ist es wohl doch nur, um Beweise zu vernichten. There was some evidence that Ja, we were gut, okay. criminally Wäre das offensichtlich hier gewesen, aber ich So dachte they so, das burned wäre the zu place to get rid simpel. of it. Interesting. And? I think I know just what the killer was trying to hide. I asked a buddy of mine to pull the data from a burnt hard drive I picked up at the scene. What he found were records of illegal wire transfers to the security company. And the company sending the cash was a smartphone app developer that isn't around anymore. Das ist der Smartphone-App-Entwickler. Killer would want to have these records Ist der erased. wahre Mörder. Hey, you're good. Didn't think you'd get your hands on those. By the way, that smartphone app company... You're talking about Devenir, I assume. Okay, how the hell do you know? It was thanks to Mikiko-san, really. Ja, She es ist ihr requested we Ehemann look wohl, into ne? a Also wer soll sonst sein, certain aber... Why? Over the course of our investigation, we learned about a dummy company called Devenir. And as you can guess, Devenir was created as a front for this certain someone. He used it to directly employ Crimson Lotus. Cover-ups to customer service. They handled all sorts of trickier than usual jobs. So you're saying this guy's the one who's been killing off the Crimson Lotus founders? That's exactly what I'm saying. Now, who could it be? Here's a hint. Mikiko-san approached us anonymously. Ja, Why do you think okay. she'd do that? Well, you guys could have broken confidentiality and let it slip that she was alive, right? After all, her plan was to take out Crimson Lotus without leaving a trace. Sure, but that's just one reason. There's someone aside from Crimson Lotus who she doesn't want knowing she's alive. As a matter of fact, Mikiko-san never even contacted this person about it. Du machst es schon sehr, sehr Even offensichtlich. though you'd think this would be the first person she'd run to after getting her memories back. Wait a goddamn minute. Danke, Kaito, du Genie. Das ist so verrückt. Kann das wirklich der Mörder sein? Kann das wirklich der Mörder sein? Doch nicht etwa ihr Ehemann? Kyoya Sadamoto? You're saying he's the one killing the Ich bin founders der of Crimson Mörder. Lotus? Yep, you got it.
Konnte ich das auswählen? Oh Mann, jetzt will ich zurück und das auswählen und gucken, was er sagt, wie er das argumentiert. What? So then, Das ist wirklich he was lustig. Oh trying to Mann. erase his ties with Crimson Lotus. No, hang on. Crimson Lotus's founders were the ones who set fire to Mikiko's family's house. Why the hell would Sadamoto have connections with the guys who burned his wife's family alive? Oh, so you picked up on that. Then you'll like this next bit. Sadamoto's dummy company, Devenir. It had records from 17 years ago of illicit wire transfers to Ashizaki's security company. Know what that means? Yeah, I figured that out too. Actually, it's weird. 17 years is way before Mikiko and Sadamoto got married. But Sadamoto and Crimson Lotus were connected back then, right? So what the hell's going on? Just think of it like this. The Natsume family arson falls under questionable ties between Sadamoto and Crimson Lotus. That would mean... Oh, that's crazy! Sadamoto was involved in the arson? Bingo. Aber warum sollte er dann jetzt die Leute vom Roten Blues umbringen wollen? Mikiko-san learned the truth. And Sadamoto and Crimson Lotus tried to silence her. All right, Igarashi. No more guessing games. Wer ist Kyoya Sadamoto wirklich? Just who the hell is Kyoya Sadamoto, really? Einfach ein Arschloch? The fucking devil. Ja. The type who'd make a Yakuza piss himself. Devil? How so? It all started with Rhizome, an event club Kenmochi started during his college days. Rhizome was like any other event group. You get together with friends, throw parties, go on live tours, and make a little cash. Guess they weren't making much back then. Then enters Kyoya Sadamoto, a business admin major at the same college. He started showing up as their advisor and turned everything around. They all ate up Sadamoto's words and expanded their services into some pretty gray territory. Since Sadamoto considered himself their advisor, he wasn't officially part of the group. But his talent, his accomplishments, and charisma had them wrapped around his finger. And that Rhizome bunch went on to found Crimson Lotus? Yeah, mainly around Kenmochi. Sadamoto already started his own business as a student. By the time he graduated, he was asking Crimson Lotus to do his dirty work. On the outside, he ran his business like some typical ambitious startup. But I'm sure he had guys coming after him. Probably made himself lots of enemies. It's what happens when you straddle both sides of the law. I bet it wasn't uncommon for him to deal with unhappy customers. Yes, it must have been convenient having his own personal cleanup crew. Bet your ass it was. Sadamoto's company saw steady growth because of it. But eventually, that growth started to fizzle out. What was once a promising startup with tons of investment capital found itself in dire straits. That's when he set his sights on Mikiko-san's parents, the Natsumes. Wie hat Mikiko das herausgefunden? When did she figure out what her husband really was? About 2 years ago, Sadamoto got hammered, rare for him, and fell asleep in his study with the computer on. That's when she stumbled upon his email exchange with Kenmochi. Of course, that set off alarms in her head, so she dug through more of his inbox. It wasn't long before she knew the ugly truth. But then Sadamoto woke up. When he realized what she saw, he got violent. I doubt Mikiko would go down easy to some pencil-pushing civvy. Well, it turns out she did go down easy. We're talking about a guy who deals in the criminal underworld. Ja, muss ja auch ein vernünftiger Final Boss für den DLC sein, ne? Accustomed to using force.
what happened after Mikiko got attacked. She said her memories got fuzzy after that. She was probably drugged, and Sadamoto had Crimson Lotus clean up his mess. Ich meine, ja, Drohakart, ne? Kapitalismus, ne? Das hat das mit Kapitalismus irgendwie zu tun, ne? Die Leute mit dem Geld sind böse und die anderen nicht so. Nicht so. Hat er wirklich Natsumis getötet? Anscheinend ja schon. Oder zumindest nicht direkt, ne? Aber er hat zumindest angeheuert. Sadamoto had a hand in the arson. Yes. Though it'd be more accurate to say he was the primary offender. It was about 15 years ago. Sadamoto heard about a property development plan from Kenmochi, who was a real estate broker at the time. Would have been a mighty lucrative deal, but the Natsumes were the only ones who wouldn't sell. Which led to threats and burning the place down. Classic land shark bullshit. Das hat er wirklich selbst gemacht noch, oder wie? If only it had stopped at that. Now listen. Nur so sanft, was? What makes Sadamoto such a devil is what he did with the info Kenmochi brought him. He reworked it into a plan to fix all of his own company's problems in one fell swoop. How's that work? Kaito, the Natsume family was one of the richest in the area. If you include their property and stocks, they were worth tens of billions in assets. And since Sadamoto was struggling with funds at the time, he decided to help himself to that fortune. But he couldn't pull that off in this... No way! Yeah. Marrying Mikiko-san was all part of his master plan. Alles hängt zusammen. That's insane! Clearly, the man has a way with people. Call it an uncanny knack for charm. His college circles treat him like a guru. They say he's a living legend. Even his company seems to be under his spell. And as we know, Crimson Lotus was always ready and willing to take up any of his dirty jobs. So, you can see now how the Natsumes must have fallen for his honest young businessman facade. After he had the parents eating out of his palm, he discovered their younger daughter had a stalker, while the older one was dating a Yakuza. Wait, what do I have to do with this? You should know, Kaito. Sadamoto used you too. Also, ja. Me? Insofern, als du Mikiko wiederfinden solltest, um Mikiko aufzuhalten. Weil er Mikiko immer noch loswerden will, weil Mikiko immer noch zu viel weiß, offensichtlich. How the hell could Sadamoto use me at any point in time? Well, when Mikiko-san first met him, she told him she was seeing someone and thinking of marriage. Now, how do you think he responded to it? Surprise, surprise. He actually supported it. He did? Well, he figured if you were serious about her, you'd quit the Yakuza. If you needed cash, he'd go convince her parents. If it was a lawyer you needed, he would have arranged one. He had lots of reasonable suggestions. He really offered all that? I'm sure Sadamoto knew how hard it was for a Yakuza to leave the life. Not to mention, the Matsugane family had its own problems at the time, right? In any case, he knew you were locked in, and convinced Mikiko-san of the same. You both did exactly what he wanted. Then, once you were out of the picture, Sadamoto made his move on Mikiko-san. I imagine her parents might have even encouraged it. And after the marriage was official, Sadamoto simply had to bide his time until the Natsume house burned down and their fortune was his to claim. Guy's a monster in human skin, right? And it seems his marriage was more of a shotgun wedding. Und jetzt kam er zu uns zurück, damit wir sie wiederfinden können, damit er sie wieder beiseite räumen kann. June was nothing more to Sadamoto than a tool for making money.
feel terrible for Mikiko-san and June. Ich habe keine Fragen mehr. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich alles verstanden habe. Na, Stefan, hast du jetzt alles verstanden? Ich glaube, da kommen wir erstmal nicht. Gotta say, I'm impressed you did all that research. No wonder you called yourselves Tojo Clan R&D. Well, that's what happens when you know society like the back of your hand. The whole R&D thing might have been my idea. But it's only because we know our shit. All right. So, how's it feel? That asshole Sadamoto played you like a fiddle and tore you apart from the woman you loved. Play that's like a goddamn fiddle. I made my choice. Ha! That's the lamest shit I ever heard. I thought you'd blow a fuse. That said, I'll feel a hell of a lot better if I can just clock him one time real good. Hell yeah, that's what I'm talking about. Go knock his goddamn lights out. Das war viel. Das war ein Infodump. Durchaus. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jeden Schritt davon verstanden habe. Also warum jeder Schritt unbedingt nötig war, um an Geld zu kommen. Bin ich mir nicht sicher, Droakart. Bin ich mir nicht sicher. So, this is the Aber ja, Geld. Geld, das ist das, was wir merken müssen. Ne? Er hat alles gemacht. And apparently Kyoya Sadamoto shows up to Uns everyone. auseinandergebracht, All the sie surviving geheiratet founders für of Geld Crimson und Lotus Leute are probably umgebracht in für here Geld. somewhere. Und dann I gotta go find Mikiko. versucht ihre Familie umzubringen. Also er hat ihre Familie umgebracht und wollte dann auch sie umbringen, weil sie nur auf die Schliche kamen. Ich meine, Scheine, das ist halt der Grund, warum es so sinnvoll ist, einen Kaito-DLC zu machen, weil im ersten Teil von Judgment war es ja genauso, dass die Auflösung so cool war, weil alles mit Yagami am Ende irgendwie zusammenhängt, auch persönlich, und das konnten sie halt nicht zweimal machen. Deswegen haben wir jetzt Kaito. Und mit Kaito kann man das auch mal machen. Ich finde, das ist hier noch ein bisschen, What's the plan, Kaito? Gonna roll the way a Weiß nicht. detective rolls. Meaning, By sneaking in with a disguise. You? bisschen sehr Disguised as verschachtelt. what? You're still gonna look older than anyone here. Yeah, I'm gonna have to mull that one over. Oh, kriegen wir noch eine Dress-Up-Sequenz mit Kaito? Können wir uns umziehen einfach? Vielleicht finde ich eine Verkleidung oder so. Ja, dann such mal. Hallo, kann ich deine Kleider ansehen? Nein, okay. Kaito, if you need a hand from Senda, Okay. Hallo, ich möchte eure Kleidung klauen. Oh, Yep, sure. okay. Huh? And your name? It's Kaito. You know, I just remembered. Ich glaube nicht, dass ich mich als einer von denen ausgeben kann. Ich muss was anderes überlegen. Ich sehe mich etwas genauer um. Ja, wo willst du dich denn umsehen? Da ist noch einer von euch beiden. Na super. Was habe ich denn an Outfits nochmal dabei? Ich meine, so passe ich zumindest ein bisschen besser in das alles hier rein. What's happening over here? I'm keeping watch in case Mikiko-san. Gotcha. I guess there Let me is know a... if you need a hand, Kaito. Okay. Ja, brauche ich Hilfe? What's happening over I'm here? keeping watch. Gotcha. Let me know. Ich brauche Hilfe. Achso, ich kann mich umgucken, ja. Vielleicht soll ich das machen, tatsächlich. So richtig, meinst du? Oh, I see. Die sind alle recht jung, Mitte 20, Anfang 30.
Als über 40er steche ich da vielleicht extrem raus. Na, Quatsch, das krieg ich locker hin. Hoffe ich jedenfalls. Es gibt auch Leute, die sehen ein bisschen älter aus, ne? Das ist doch okay, gerade in dem Alter. Recht jung, weiß ich doch. Habe ich schon mal bemerkt. So, hier riecht noch was. Riecht hier noch jemand? Hat hier jemand gefurzt? Das würde man halt auch so direkt sehen, ne? Das wäre schon... Ja, wo ich schon gesagt haben. Oh no, my prized possession. Is this it? Oh no, my prized possession. Oh, and to think I spent all... Ah, oh well. Party's... Hat wohl was verloren, vielleicht bei irgendeinem Stuhl. Bei irgendeinem Stuhl. This right here. Was will da? Göttliches Wasser. Das alles? Arsch mich nicht. What have we here? Das Kostüm will ich anziehen. Wie hieß das Maskottchen nochmal? Kamulop? Der hat gesagt, der hatte mal so ein Kostüm an. Oh ja, das ist passiert. Er ist wohl hier, um die Party aufzupeppen. Wenn ich das Ding anhabe, kann ich sicher einfach reinspazieren. Ja, wo finde ich den Kamulop jetzt auf die Stelle? Gibt es da hinten noch irgendwas gut riechendes? Da ist ein heftiger Altgeruch geweht gekommen. Die Party hat wohl angefangen. What have we here? Oder das. Den verprügel ich eben. Ja, das Maskottchen peppt die Party auf. Hast du doch gehört, oder? Wer will denn kein Maskottchen auf seiner Party haben? Die können ohne Probleme rein und raus. Vielleicht kann ich mal mich als Kellner verkleiden, aber wo kriege ich das Outfit her? Mal sehen, was ich finde. Oh Gott, ja, hier vielleicht. Jetzt haben die doch Leute anders hingestellt direkt. Die gucken sich auch einfach nur an, die reden gar nicht, die gucken sich nur an, wie das die Kellner so machen. Das ist eine Standard-Kellnerbeschäftigung. Die machen einen Wettbewerb, wer zuletzt blinzelt. Schauen wir mal. Ah, haben die gerade beide gleichzeitig geblinzelt einfach? Weil der links gerade geblinzelt. Ich hab... Da liegt doch schon eine Uniform rum. Oder da liegt eine Schüssel. So, wie riecht's hier? Ganz normal, okay. Let's see. Komme ich hier durch? Ach, da kann ich nur evakuieren. Ja, das will ich gerade nicht. Das bräuchte ich noch nicht. This right here. Ach, jetzt kann ich mir angucken. Ich kann sie ja nicht einfach hier ausziehen. Ich muss überlegen, wie ich an ein Kellner-Outfit komme. Du könntest sie schon einfach ausziehen. Hier kann ich jetzt auch lang auf jeden Fall. What have we here? Hey, where's the new guy? Probably in the smoking area. Really? He steps out for a cigarette when the party's No about to way. start? That guy freaks me out, man. Looks like an... Besides, I don't have the key to the smoking area. Hell no! He freaks me out too. I'm not equipped to deal Dann with prügel this. ich mich wohl mal mit ihm. Well, he's a responsible adult. I'm sure he'll come back once the party starts. Yeah. No need to bust our butts just to check on him. Raucherbereich. Hallo. Bist du der Raucherbereich? Scheinbar nicht. Bist du der This right Raucherbereich? here. Ja.
Achso, ich bin fertig. Ja, dann schauen wir doch mal. Hallo. Weil der Kellner da. Kenne ich den? Man, I am beat. Last thing I want to do is serve people. And it's been nothing but punk kids all day. And they've all got some crap attitudes. Die Gäste widern ihn so an, dass er einfach nicht arbeiten will. Vielleicht gibt er mir seine Kleider. Hey, you. You got a sec? Huh? Aren't you... Whoa. That you, Tashiro-kun? Ist das der Typ, den wir schon mal ausgezogen haben? Ja, das ist der Typ, den wir schon mal ausgezogen haben. Das ist der Typ mit dem Goldoutfit. Ja, boah, genau. Also, ich meine, haben wir jetzt auch gesehen, aber... Hell are you, a waiter? It's that bastard Yagami's fault. Was hat der denn gemacht? What are you talking about? For the past few years, I was a producer doing events for a solid company, and I was totally killing it. But thanks to Yagami coming around, the company heard about my fuck-ups and fired me. No. Well, I don't know all the details, but if you got outed, sounds like you got what you deserved, don't it? Shut up! This all started from you guys. The moment you ripped my favorite clothes off my body, my luck went straight down the shitter. Nein, nicht wirklich. Yeah, sorry about that. On that note, mind if I borrow those clothes for a bit? What the hell? You got some balls asking me that! I need it for reasons. Come on, I'm not gonna keep it forever. Fuck that! Why don't you just strip down yourself? Huh? Der kann doch keiner tauschen. Wie wär's damit? Du hast auch ganz viele Wechselklappen dabei. If you're not gonna strip, I'll make you strip, dickhead. Whoa, hey, knock it off. I already said I was sorry, didn't I? Ja, der Voice Actor ist super. Shut it! Do you even know how it feels to get your ass kicked and tossed out into the freezing December cold, butt naked? I won't rest until I strip you down to your bare junk. Better be ready! Ach, das Unterwäschemodell hatten wir auch erst im letzten Kapitel am Ende. Also, Boy ist nicht normal unbedingt gerade. Bam, bam, bam. Ich weiß nicht, ob ich das so nice finde. Ich will hier niemand ausziehen. Ich will mir nur was anderes anziehen eigentlich. Alles dazwischen sind unnötige Zwischenschritte. Oh. Falsche Taste. Perfekt. Na gut, da haben wir ja doch wieder Unterwäsche. Tashiro-kuns Kellnerkleidung. Ganz explizit. Nicht nur irgendwelche Kellnerkleidung, sondern diese von ihm. Ja. Die andere sieht nämlich ganz anders aus. Von den anderen Kellnern hier. So, wir haben mal eben unsere Haare gefärbt. Jetzt gehen wir rein hier. So einfach kann es gehen, ne? Ich glaube, die Typen sind welche von den Gründern. Wo ist Mikiko? Und Kyoya Sadamoto? Sie versuchen wohl beide unauffällig zu bleiben. Ich meine, ich glaube, Kaito im Maskottchen-Outfit würde halt genauso aussehen wie alle anderen im Maskottchen-Outfit. Ist halt nur ein Maskottchen-Outfit, aber man sieht da drin nicht so viel. Ja, das ist das Maskottchen aus Judgment. Wurde gerade schon angesprochen, dass Yagami da auch schon mal drin war.
Okay, da halte ich ein bisschen Abstand. Gute Idee. Nicht, dass die mich noch bemerken. Den Typen habe ich, glaube ich, mal im Fernsehen gesehen. Das ist irgendein Promi, oder? Scheiße, der rote Los hat seine Clown wohl sogar in der Unterhaltungsbranche. Vielleicht ist Mikiko im Maskottchenkostüm. Hallo? Hallo? Okay, da halt nicht. Kann ich hier durch? Nein. Hopp, ich wollte nicht rennen, ich wollte mit dir reden. Sorry to bother you, but do you have a moment? Have you seen this woman? Who's she? She's a former member of Rhizo. Anyone here know her? She's not from our year, is she? Nope. Never seen her before. Why don't you ask your coworker? He's been standing over there the whole time. Maybe he saw her. Guter Punkt, guter Punkt. Frage ich ihn mal. Much obliged. Auch wenn Mikiko hier ist. Sie tut wahrscheinlich alles, um nicht aufzufallen. Wird schwer, sie zu finden. Ja, wahrscheinlich ist sie wirklich in dem Maskottchenkostüm. Holy shit. Hey, you got a sec? I'm trying to find a guest. Who might that be? This person here. I might have seen her, but then again... This is a real important guest. Put some brain power into it, will ya? Well, now that I think back... The woman who looked like her was in that seat there. Irgendwo da drüben, ha? Okay. And where'd she go after that? I'm not sure. All right. Der Mann hat ja kein Kinn. Aber das sei nicht so. Der hat schon ein Kinn. Nur ein, kleines. Excuse me. Mind if I have a word? I'm looking for someone. Ma'am? Hey, can't you see this is a bad time? I'm catching up with an old friend here. I'm awfully sorry, but it's about a very important guest. Oh, an important guest, you say? As in one of the Rhizome founders? Because if that's the case, I'd love to meet them. Oh, no, they aren't. Ah, well then can you go away now? If you please, it's just... Ah, Nishio-san, you're here! Na gut, danke. Oh. Und wegen mit einer lieben alten Freundin unterhalten. Dann rede ich eben mit der Freundin, die sie gerade einfach so observiert hat. Hi. Sorry to bother you, but have you seen this woman? Oh, her? I think she was here earlier. Are you sure? Where is she now? Hang on, maybe I'm not remembering correctly. She didn't talk to anyone and left her seat pretty quickly. War das vielleicht Mikiko? Vielleicht wechselt sie immer wieder den Platz, damit sie nicht auffällt. How about a man named Sadamoto-san? The living legend. Oh, I've always wanted to meet him. But he said he had an emergency and couldn't make it. So beliebt hier. You're positive? Yes. Apparently he has a meeting he simply can't miss. Also ist er gar nicht hier. Wie soll er denn getötet werden dann? Schedule is always packed every single day. But I suppose Vielleicht ist Mikiko auch schon abgehauen, weil sie bemerkt, dass er nicht hier ist. Und Kyoya Sadamoto nicht hier ist, kann Mikiko ihren Plan nicht durchziehen. Ich habe Mikiko nirgendwo gesehen und Sadamoto hat abgesagt. So, da heißt es, Mikiko gar nicht hier ist, oder? What do you mean I can't get in? It's just that Amina Masuda-sama has already checked in. And I keep telling you, I'm Mina Masuda. How could I have already checked myself in? Hat jemand unter ihrem Namen eingecheckt? Warte mal, doch nicht etwa. Doch nicht etwa. Something the matter, ma'am? Well, I literally just got here, but this bonehead of a receptionist says I'm already checked in. So, Masuda-san is already inside the venue. You sure there's no mistake? Yes, I even checked the list. This woman, the one who said she was Masuda, is this her?
Wie sie aber auch, wer auch immer das Foto zeigt, wo She was gorgeous. June mit drauf ist. I knew it. Where did she go? Well, she entered the venue. Oh, but just after that, she came out and made her way to the restrooms. The restrooms, huh? Einleuchtend, sie würde nicht in aller Öffentlichkeit Jagd auf den roten Lotus machen. Will sie etwa einzeln auf der Toilette ausschalten? Hat ihn vielleicht Abführmittel in die Drinks gemischt? I mean, maybe. Oder sie hat sich da verkleidet. Thank you. Ein Kostüm eingezogen oder so. Ich mag die Theorie, würde ich gerne. What about me? Ja, du kannst reingehen, mein Gott. Lass sie doch. Ja, ich würde vielleicht mal auf einem anderen Klo nachgucken. Oh. Hey! No. Sicher, dass er nicht nur zu viel gesoffen hat oder so. You still with me? What happened? Oh, some woman Okay. came in out of nowhere and attacked me. And was that woman Mikiko Sadamoto? Yeah, that's right. But how? Who are you? Where'd she go? She was looking for Kyoya-san. Kyoya Sadamoto? But I heard he couldn't make it. No. He was scheduled to appear as a surprise guest. Eine Überraschung, He ja. was in the green room earlier, but he went up to the roof for a smoke. And then Mikiko went up to the roof too? Yeah. Dann haben wir flott hinterher jetzt direkt. Okay, und dann komme ich nach oben. Aber nicht ohne Gewalt. Help you? I'm very sorry, but there's an urgent issue I must attend to. Wie er immer so geschauspielert spricht, wenn er höflich wirken will. Well, guess I gotta force my way through. And I'm kinda in a hurry. Ach ja, alles Umziehprofis hier. Naja, hauptsächlich Ausziehprofis. Da haben wir immerhin direkt den Chef dabei mit den blauen Haaren, ja? Naja, das war ja gar nicht der Chef, das war ja nur der, was war doch mal... Der Sprecher halt, ne? Genau. Ja, hätten auch ruhig als Kellner kämpfen können. Ich meine, noch lieber hätte ich es ja gehabt, wenn wir das Maskottchenkostüm angehabt hätten und dann uns prügeln. Also, da wäre ich bei gewesen auf jeden Fall. Aber daraus wird wohl leider nichts gerade. Ach, kommt. Gib mir noch mal eine Pause. Ach nee, das ist ja meine Freunde. Let's clean him up quick. Appreciate it, fellas. Huh? What the hell do you think you're doing? I'll kill you! Jetzt echt? Also müssen wir zu dritt kämpfen gegen die Paar hier. Mann. Ich putze mir nach diesem ganzen Camp hier erstmal die Nase gleich. Wird mal wieder nötig. Ja. Kümmert ihr euch um die anderen, ja? Ich glaube auf den ein bisschen ein. Ist es nicht schon in Judgment passiert, als wir das Kostüm anhatten? Also, konnten wir nicht schon mit dem Kostüm kämpfen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich kann mich vage an irgendwas erinnern in die Richtung.
So, did you figure out where Mikiko-san is? Yeah. Looks like she chased Sadamoto to the roof. We can't afford to get caught by them again. Let's climb up here. Gut, dann würde ich ganz kurz mir die Nase putzen gehen. Ich bin in 1 Minute wieder da. Vielleicht in 2. Vielleicht in 3. Ich gehe ja schon. Moment. So. Ach ja. Ja, hoffentlich springen wir nochmal zusammen vom Dach mit Mikiko, ne? Beim letzten Mal schon so eine schöne Erfahrung. Kann man gerne nochmal wiederholen. So zum Abschluss, ne? Oh, shit! Wait, aren't you? Damn it! We can't let him call for backup. We have to take him out, quick. Alright, machen wir. Ja, wir sind zu dritt. Das ist, was ich mir gerade denke. Das würde ich auch alleine schaffen, alles hier. Ne? Dementsprechend. Was soll das jetzt schon noch für eine Herausforderung sein? Wir haben sogar noch ein paar Leute beim Ablenken helfen. Ich habe das Timing halbwegs raus mittlerweile in dem Spiel, ne? Sage ich und lasse mich treffen und werde jetzt einfach gegen die Wand geworfen und sterbe wahrscheinlich gleich. Abseits davon habe ich das Timing ganz gut raus, würde ich sagen. Ananas, Süßigkeiten. Fuck. Ich habe das Timing doch nicht raus in diesem Spiel. Ich nehme das zurück. Ich nehme alles zurück. Ich muss den X-Boost irgendwie öfter nutzen, glaube ich, vielleicht. Oh ja, auf jeden Fall muss ich das. Naja, keine Ahnung, was sollen sie sonst großartig noch machen? Also vielleicht ist das ja ein cooles Dach. Gibt auch coole Dächer. Aber ja, ich finde an die Final Boss Arena vom ersten Teil ranzukommen wird halt schwierig, ne? Die war halt schon sehr, sehr cool. Im zweiten Teil hatten wir, ja, also war dann auch, hatte coole Abschnitte der Final Boss Raum.
teilweise. Waren ja mehrere Räume eigentlich. Aber ja, der erste Teil war am besten und das Schiff wäre halt cool gewesen. Yes, we're already Jincho's most wanted. Damn. How many of these guys are there? Oh Gott, Highlights werden aber kritisch dann, ne? Boah, wenn ich so weiter trinke, muss ich auf Toilette. Und Alkohol auch erstmal drin. Ist ja auch eher selten so. Ich wechsle mal zu dem Stil hier vielleicht. Für diesen Kampf hier gerade. Vor allem, weil ja auch nicht zum Aufheben ist oder so richtig sinnvoll. Oh mein Gott. Ich glaube, hatten wir schon jemals so einen Flur, der so eng mit Gegnern bepackt war. Komm, steh auf. Fuck, ich muss doch mal hier nehmen, ne? Ah. Ich weiß halt auch nicht, hier ist irgendwo einer mit einer Pistole, aber ich weiß halt nicht wo. Und ob er jetzt überhaupt noch lebt und alles. Ein großes Mysterium. Hatte da auch gar keinen Überblick drüber in irgendeiner Form. There should be a guest elevator somewhere around here. We can take that all the way to the top. Dann machen wir das doch. Wo? Da lang? Okay. Okay, warte mal. Achso, okay, ist nur ein Kreis. Und hier links gibt es noch 2 Räume. Ah ja, Booster für Angriffe und Verteidigung. Stamina und Spark. Sandwich mit Thunfischei. Ja, da doch, loot ich doch gerne noch mal ein bisschen, ne? Ist hier noch was? Aber natürlich. Bento Lunch Combo. Ichiban Bratreis-Cracker. Ja, danke Ichiban nochmal. Lass mal ganz kurz in die Ausrüstung gucken vor allem. Nicht hier, da. Angriff +7, Verteidigung +7. Boah. Ich glaube, ich nehme lieber das hier nochmal. Das klingt sinnvoller gerade. So groß Unterschied macht es wahrscheinlich eh nicht. Ja, komm, ich verprügel sie. Achso, das ist, ich dachte, das wäre nur ein Kampfstart, aber ich gehe weg. Sorry. Dann überspringe ich euch nicht. Aber jetzt ist es zu spät. Hab ich lieb. Es ist dunkel. Haben Igarashi und Senna den Strom abgestellt? Das hilft sehr. Beim Stealthen. Weiß nicht, ob ich stealthen will. So dürfen wir nicht aus der Entfernung erwischen. Ich muss vorsichtig sein. Ah ja, die haben auch Schusswaffen, klar. Oh no. Nochmal ein bisschen Stealth, ne? Nur ein bisschen Stealth hier. Ist natürlich dann wirklich sinnvoll, den Strom auszumachen, als die Person, die Eindringlinge abhalten will, durchzukommen. Und nicht andersrum. Normalerweise müsste ich den Strom ausschalten. Aber nein, die machen das. Obwohl sie nach Eindringlingen Ausschau halten. I don't get it. Was war der Plan hier hinter? So nochmal alles dran.
Ja, ein paar Sachen wohl nicht mehr. Ich glaube, klettern tun wir mit Kaito einfach nicht. Zum Beispiel. Darauf ist er nicht ausgelegt, sein Körperbau. Oh, was? Das passiert wirklich? Ups. Es geht? Oh. Sleep tight. Ich werde sterben. Der Rest ist nicht ganz so krass. Vielleicht. Oh, ich esse alles. Kurz. Oh, da liegt noch was. Willst du mich verarschen? So, das ist nur, ja. Das nehme ich eben. Meinetwegen. Und Licht an. We're done playing hide and seek. Nowhere to run. You're dead. Sollte man meinen, ne? Sollte man meinen, wenn das ja ein andersweise realistisches Spiel wäre, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich tatsächlich tot, aber das ist es ja zum Glück nicht. Das ist es ja zum Glück wirklich nicht. Also kann sein, dass ich trotzdem gleich tot bin, weil ich komme mit solchen großen Gegnergruppen wirklich nicht gut klar. Kampftechnisch, gameplay-technisch. Ja, Zerstörung. Oh, da kommt noch mehr, natürlich. Hi Rambo. Willkommen. Wir sind gerade auf dem Weg zum Ende des DLCs. Wir sind noch die letzten Gegnermassen. Wenn du den DLC nicht kennst, ist es wahrscheinlich jetzt gerade kein guter Punkt, um reinzusteigen. Außer es ist egal, dass du gar nichts verstehst. Dann werde ich dich nicht davon abhalten wollen. Okay, ja, ich nehme nochmal. Ja, nehmen wir das, komm. Langsam sind halt auch die Möbel leider weg, ne? Dann wird es ein bisschen kritisch. Man kann die ganzen Stühle noch nehmen. Ich kann die Stühle auch noch nehmen, ja, dann. Easy. Ich glaube nicht, dass wir K.O. gehen müssen hier. Das macht das Spiel eigentlich nicht, oder? Das hat für meinen Geschmack zu viel Zeit gekostet. Die Treppe zum Dach ist da drüben. Oh, so lange hat das gar nicht gedauert. Guck mal, die Möbel wurden auch direkt wieder hergestellt. Ist das nicht nett? Also hat keine Sekunde gedauert. Das ist alles wieder da. Wir kloppen gar nichts kaputt hier. Ah, hier gibt es auch noch mehr Items und ich kann auch speichern und alles. Ja, das ist doch angenehm hier. Was ein Service, Mensch. Ja. Ikea schnell, die liefern jetzt nach Hause und ersetzen sofort alles, was kaputt geht. Boah, das wird mir richtig gut gefallen, wenn es irgendwann ein
Ja, wenn wir noch so eine Reihe aufmachen wollen, in einem Sci-Fi-Setting am besten. Und das dann wirklich als Begründung liefern. Dass alle Möbel irgendwie automatisch ersetzt werden. Würde ich den auch vollkommen abkaufen. Was geht hier ab, ha? Kann ich hier rauchen? Würde ich rauchen. Warum? Einfach warum? Okay. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Habe ich doch gerade gesagt, also habe ich schon vor einer Weile gesagt, dass ich gerne in ein Möbelhaus gehen würde. Ich würde gerne auch aufhören zu rauchen. Also. Für immer. Okay, ist fertig. Alles klar, dann mal weiter. Noch die andere Tür öffnen. Ja, nur deswegen, Shiny. Absolut nur deswegen. So, haben wir es jetzt. Mikiko! Stay back! Come near and I shoot! Ja, komm, lass sie schießen. Wir haben das Problem schon mal gelöst. Come now, Mikiko. You would really shoot your husband? That's the only reason I'm Der here. hat so eine blöde Frisur. Gott. Very well. Then perhaps let's settle down and talk this through. Talk? What is there to talk about? Well, try putting this all into perspective. Are you sure you want to kill me? Can you kill me? Oh, I've got an answer to that. But what about our son? What would June think? Would he condone his mother's actions as a killer? Have you even considered the thought? Of course you have. Compassion comes naturally to you, and guilt's enough to freeze you in your tracks. After all, that's what gives this woman her charm. Wouldn't you agree, Kaito-san? Sinister fuck. Unfortunately, nice people don't make money. Ich habe nur seine Frisur beleidigt, weil er dieselbe Frisur... Naja, nicht ganz. Bisschen kürzer, ja. Ich könnte es noch ein bisschen kürzer machen, dann wäre es dieselbe Frisur. Why? It's simple. Das war der Witz. They're inefficient at drawing wealth to Gut finde ich ihn themselves jetzt aber trotzdem quickly nicht. and competently. Unbedingt. Finde ihn okay. Instead, they sate themselves on worldly affairs and superficial relationships. They're worthless. So, you cut down your old pals and burned her family alive. They meant nothing to you. Precisely. You catch on quick. I like your potential. Now I'll admit the Natsume family ordeal was a risky choice. But the results really spoke for themselves. It was a brilliant idea, if I do say so myself. You human bastard! Yuya! You think you'll get away with killing my parents? My sister? You're dying right here! Right now! How curious. You actually seem like you mean it. Well, at least you came prepared. Glad I took the steps to confirm that. Wie zur Hölle kann der so ruhig bleiben, wenn ihm jemand einen Knarre ins Gesicht hält? Ah ja. Wow. June! A tad late, Kenmochi. Hast du dich wieder angezogen, ha? Damn you, Sadamoto! Settle down. You move and June dies. Was würde dein Sohn nur von deinen Handlungen halten, wenn du einfach seinen Vater ermorden würdest, ne? Deswegen ermorde ich ihn doch einfach auch. He takes after me, that's for sure. Never know when he'll catch his old man off guard. Seems I was right to discipline him the way I did. Asshole!
That's your own son right there! Now then, Mikiko. The real party's about to begin. What? First, let's dispose of any unnecessary baggage. Shoot Kaito, and I will release June. No. Scheiße, das ist übel, wenn das passiert. Ist schon wie gelähmt. Denn nach Kaito es muss irgendeinen Ausweg geben. Ja, Komm, kein Mochi. Wir sind doch Freunde. Mochi denkt denkt doch immer noch, dass Mikiko die Typen vom Roten Lotus umgebracht hat, oder? Ich kann versuchen, ihm die Wahrheit zu sagen. Vielleicht ändert das seine Meinung. Hey, Kenmochi. You still think Mikiko was the one taking down Crimson Lotus? Of course I do. The hell are you talking to me for? Because there's something you might want to know. Each time Mikiko went to take out your buddies, someone else had gone and done him in first. They were dead by the time she got there. Get out of here! With her memories back, and a plan to kill Crimson Lotus, Mikiko became a huge threat. Enough to scare the killer into action. And by killing his old pals, he could erase his dark ties and pin the crime on Das ergibt keinen Sinn, warum Mikiko. sollte er sie denn umbringen, um das Mikiko anzuhängen, wenn Mikiko sowieso von selbst gemacht hätte? Er hätte es doch einfach nicht machen können. Get it? It's the guy standing next to you. Your legendary guru is a traitor. What? I hear Sadamoto's been making the rounds on the media lately. Earned himself a reputation as a CEO in demand. It's why he can't afford having his connections to you guys surface. And on top of that, he needed to act fast to keep Mikiko from ever reaching out to you guys. What are you saying? Mikiko knows some dark shit about her husband's past. And Sadamoto didn't want you spotting any discrepancies between her truth and what he fed you. Had that happened, you probably would have gone after him yourself, Kenmochi. Das ist der Unterschied zwischen dem, was Mikiko und was Kenmochi weiß. You said it was an accident that Maho-chan and her parents were burned alive. Nobody was supposed to be home, right? Well, yeah. I was told they were on vacation. The place was supposed to be empty. Ja, er gibt sich die Schuld, ne? Aber ja, ich bin mir nicht sicher, ob er... Sadamoto gave Ja, you. egal. Told you nobody'd get hurt. So what? What are you getting at? Your guru made it loud and clear before you showed up. He said, the Natsume family ordeal was a risky choice, but the results really spoke Sehr for gut zitiert, hätte ich nicht themselves. gekonnt. He knew Maho-chan and her parents were home that night. And he still had you burn the place down. No. Since you guys were just after the property, you had no reason to burn anyone to death. Even a hardened criminal might flinch at such an order. But Sadamoto's no ordinary thug. He wanted the Natsume's fortune for himself. And for his company to survive, he needed them to die. That's why he lied to you, after fixing up his own alibi. Bullshit. He's lying. Right, Kyo-chan? Kyo-chan! You've hit So quite the sore cute. spot. Sadamoto, you only had me find Mikiko, so you could get to her before Crimson Lotus. But when I found her, you planned to lock her up and wipe out Crimson Lotus yourself. Then you would wait for the perfect time to finish her off, and make it look like suicide. Sound about right? I knew I liked your potential. Kyo-chan, what's this guy saying?
It's all lies, right? The night of the arson, it was Maho-chan's birthday. The Natsumes and Maho-chan were big on wine, so I sent them a vintage Bordeaux to celebrate. After all, what's a million yen between friends? Kyo-chan! Meanwhile, I was enjoying dinner at a restaurant with my lovely wife. Wie er das auch noch erzählt From there, alles. I gave Ganz Maho-chan a call and entspannt. wished her a happy birthday. She told me the wine was delicious. Even the Natsumes, who were notorious wine snobs, enjoyed it. I was worried my secret ingredient, sleeping pills, had altered the taste. But to my relief, it all turned out fine in the end. Natürlich. What? If it's any consolation, the Natsumes were dead asleep. I'm sure they went out painlessly. Kyoya, how could you? Hey, Kyo-chan. This is just one of your jokes, Hör auf ihn right? Kyo-chan zu nennen, bitte. Should be any moment now. Delayed, I suppose. Ja, worauf wartet er? Worauf wartet er? Oh, come on. War das alles umsonst? Schläft er auch ein? Oh, der stirbt sogar. That's more like it. Finally, the stuff started kicking in. Big relief. Shoot-chan! This is bad! The whole party's... Ja. Die ganze Party. It appears Wow. to be taking a bit longer than I'd have liked. Okay, Sadamoto, tell me. What the hell Er did hat alle you do? umgebracht. Well, I imagine this will go down as one of the deadliest dinners in Holy history. fuck. Would you like to see? Aren't I? Holy fuck. Ja gut. Oh no, what's wrong? Deswegen trinkst du keinen Alkohol. Ist vielleicht besser so dann, ne? Ist, muss ich sagen, noch nie passiert persönlich, aber... Fucking hell. Das ist auch eine Art und Weise, es enden zu lassen, ne? Excellent. No I've fucks just given killed at the all. Final 4 members. A resounding success. Piece of shit! You poisoned their drinks? Yes, I used the slow-acting stuff. A quicker poison wouldn't do for taking out a large group at once. Das würden sie alle bemerken, Anyone ne? who gets a drink later on would find out it's poisoned and refuse to touch Wohl it. wahr. Even so, I was starting to worry I'd miscalculated, since the effects took so long to show. Terribly sorry, Kenmochi. I'll hold a grand funeral for you, so try to rest in peace, okay? You even targeted innocent people! I wouldn't say I targeted them. There was a designated table for everyone in Crimson Lotus. Du hast abgefragt, das hat halt niemand in den anderen Judgments gemacht, oder? So eine große Gruppe von Leuten einfach umbringen. I would say it's on them. Besides, wouldn't it make more sense for a vengeful, hate-fueled killer to pile on a few extra casualties? The public is much more liable to eat up a dramatic story after all. You're out of your goddamn mind! And now, Mikiko, the curtain rises on you. The time has come to kill Kaito.
Do it, and I'll spare you and the boy. Why in the hell would I listen to you? Ah, right. Perhaps this scenario merits a bit of explanation. Ja, die Yakuza haben ja selbst gesagt, dass er schlimmer ist als die Yakuza. Well, I was supposed to make a surprise appearance, but only a few people know. Anyway, I left your hair and fingerprints in the kitchen where the poison was prepared. And on the rooftop, your ex-lover's bullet-riddled corpse will be found. That'd be you, Kaito-san. On top of that, I've arranged it so a news leak will soon reveal Crimson Lotus as the masterminds behind the Natsume arson. As the story goes, you took the lives of each one out of vengeance. This party was held to clean up any stragglers. And when your old boyfriend caught wind of the whole affair, you gunned him down too. That is what the cops and the media will learn. It was you all along, my dear. But I won't just leave you to dry. Kill Kaito and I'll throw in 100 million yen. Ja, das ist ja nett. Das You ist ja ein could guter use that Deal. to flee Mehr als overseas ich with bekommen June hätte. and live a comfortable life. Though, I imagine that wouldn't appeal to you. How could you murder an innocent man? So, once Kaito's dead on the ground, I suggest you kill yourself as well. The hell? If you go through with it, I'll even add another 100 million for June. Du Hurensohn. Als würdest du ihn dann nicht einfach umbringen. Natürlich würde er June dann auch einfach umbringen, nachdem sie sich selbst begangen hat. Ich glaube ihm nicht. Also natürlich wird sich Kaito nicht umbringen. Wir brauchen Kaito noch, aber... Take too long and June will be the one to die. He really was the devil after all. I was naive. I'm so sorry. I dragged you into this mess. Ich muss mich wohl auf Schlimmste vorbereiten. Wie? Mikiko. It's okay. I'm here. Well, this changes things. Your little storyline just took a twist. What are you playing at? How about I rewrite this scenario? A dirtbag husband commits mass murder, then gets caught and tries to pin it on his wife. Das klingt wesentlich realistischer, ne? Steps in and puts him down. I go to jail and it's happily ever after. Just stay out of this. You can't get blood on your hands. June needs you in his life. Can't imagine I'll miss at this range. Yo. You say that, but how else am I gonna get strong? Richtig, du musst deine Angst überwinden und so. You want to get strong, June? Then focus on what's in here. Huh? What do you mean? Just keep that fire burning in your heart, and it'll all make sense one day. Tatsache. War aber auch irgendwie... War doch klar, dass es nochmal relevant werden müsste. Gut geworfen. Holy shit. How many knives can one guy have? Oh, goodness. And just when I thought I had you. Nope. June, Mikiko, you two go. I'd love to play some more, but time is running short.
Dann ist es wohl leider doch nur ein langweiliges Dach, ha? Aber vielleicht trotzdem ein cooler Kampf. Boy. So enttäuscht vom Dach. Ah, schon diese hässliche beige Leiste, ne? Okay. Sehr interessantes Moveset. Hat ein ordentliches Arsenal an Stuff. Oh, das auch noch, natürlich. Ja, aber es ist halt Wasser im Hintergrund, ne? Das sieht man auch nicht wirklich, weil es halt nachts ist. Also ja, so viel bleibt halt nicht. Ja, vielleicht passiert noch irgendwas. Vielleicht klettern wir noch irgendwie da nach oben oder so. Ich weiß es nicht. Weil bisher geht's halt ziemlich. Was ist das für ein Shadows-Effekt, den ich da habe? Keine Ahnung. Ey. Schlag in die richtige Richtung, Kaito, bitte. Da lohnt sich der EX-Boost doch richtig. Ach, wahrscheinlich ist das der Shadows-Effekt, dass ich ihn nicht treffe. Ich war irgendwie blind oder so. Ich glaube, das war das. Was? Oh mein Gott, 2 Tasten muss ich drücken. Wir bleiben einfach hier. Ich dachte, wir bewegen uns vielleicht nochmal an einen anderen Ort oder so ein bisschen. Jetzt sehe ich schon wieder nichts. Ja, dann weiche ich jetzt einfach nur aus. Wobei das auch schwerer geht. Ja, okay, man kann einfach wirklich nicht gut treffen. Und auch nicht gut ausweichen in der Zeit. Aber das geht. Vielleicht kann er ja noch... Vielleicht ist er... Der kommt ja noch gar nicht vorbei, wenn Lebensessen leer sind. Wer weiß das schon. Ja, genau. Auf den großen Buchstaben kämpfen oder so. Das wär was. Das würde ich voll gerne mitnehmen. Was war das denn? Wie bist du da rumgeflogen, Kaitolein? Ach, schon wieder. Ja, dann nehme ich nochmal eben irgendwas hier. So, das soll reichen für den Rest. Sage ich so einfach. Ich glaube doch nicht. Na, wenn ich mich weit von ihm entferne, dann kommt er hinterher, ne? Da sollte ich mich schon von ihm entfernen. Komm, schon. Ich muss doch einmal eine gute Kombo reinkriegen. So, danke. War es wirklich jetzt? Ich meine, liegt schon ein bisschen flach auf dem Boden jetzt rum, ne? Sieht schon so aus, als wäre es das. Ja, es war ein bisschen nicht so der krasseste Final Boss, muss ich sagen. Verglichen mit den Hauptspielen. That bastard. His knives were laced.
Hätte ich also durchkommen können, wenn ich einfach mich kein einziges Mal hätte treffen lassen? Nee, ich wurde ja sowieso an der Hand getroffen am Anfang. Nevermind. In der Cutscene. Wait. Everything was a lie. Everything you've ever said to me was bullshit. Our marriage was bullshit. I guess you got what you wanted. To think I lived under the same roof with the monster who killed my family. My only sister. How does it feel right now? You calculate this too? Goddamn coward! Miki, go. Nein, lass sie! Don't do it. Fucking kill him! A whole lot sooner. Los! Kaito, du hältst sie jetzt nicht auf. Bleib liegen. Mikiko. You do that, you'll regret it. You'll be losing something precious. When we split, I was the same as you. I only wanted revenge. It nearly killed me. I realized what was precious was right in front of me. But then, I went down the path of vengeance. For the boss of the Matsukane family. And now, here you are, doing the same thing. Why, Mom? What happens now? You're gonna get yourself locked up? You're leaving me again? What was it you said? Everything was a lie! Was I a lie too? Always watching. I'm sorry. Immerhin ist er wieder aufgewacht. Es sind doch nicht alle gestorben, die vergiftet wurden. Goddamn you. Wo bringst du ihn um? It's all your fault! Why, huh? What'd you do with Joe-chan? Why? Why? Sah auch aus wie eine Zombie, wie es immer so inszeniert wird, wenn so ein Zombie-Virus ausbricht auf der Party. Geil. Großer Fan. Großer Fan davon. Damn it! I lost again! You suck, Higashi-san! Shut it! I'm letting you win, you know. Let's run it back. Okay, but I'm still kicking your butt. Hey! Kaito Aniki!
don't push yourself too hard yet. You came in here pretty banged up. You've been out for 3 days. That long, huh? Where's Mikiko? Is she okay? Yeah, Mom was looking after you the entire time. She nearly passed out on her feet. When she said she was feeling lightheaded, Shirakawa-san took her to get some rest. You didn't want to Warum go ist doch with nichts your Schlimmes mom? passiert, Shiny? Alles gut. Nah, I'm cool right here. And Higashi-san's been keeping me company too. Ah, well, I had time to kill, so... So ein netter Typ, so ein netter Typ. Sadamoto? He, didn't make it. He didn't. Gut. Oh, those are from Yagami. He's back from his business trip. Danke, Yagami. He came by earlier, but saw you were out like a rock. That put him at ease, so he left this and went home. Nice touch. Easy now, Aniki. It's no problem. No problem, huh? You're practically split at the seams. Das heißt, Jun und Mikiko sind jetzt hoffentlich fucking reich einfach. Bin ich auch voll für. Ich meine, wer soll das sonst kriegen? Just try to stay out of trouble, okay? June, you free to talk? Oh, sure. How you holding up? Fine, I guess. Wird doch sowieso schön, wenn wir wieder zusammenkommen, oder? Also, das wird doch noch ein schönes Happy End für den DLC. You know, my old man wasn't the greatest either. In fact, he was a nasty drunk. Yeah? Yep. He barely worked. Used up our money on booze, and every swig he took meant a swing at his family. I couldn't live in a home like that. So, I ran away. Then, I got kicked out of school, and after doing some more dumb shit, I ended up in juvie. After that, it was clear what kind of life I had coming. Huh. No kidding. Growing up, I wish the old bastard would just drop dead. Deep down, I took out all my problems on him. He was why my life turned out fucked up. But in reality, those fuck-ups were mine alone. So true. Huh. Sure. Das ist literally ein Pun-Pun-Dialog, der genauso auch auf einem Dach stattfindet. Mit so einem Zaun drumherum. Genauso. For some reason, all I could think of were the few good times we had. Huh? Stupid, right? Why? After hating his guts my whole life. Sorry. I know this ain't making it easier. Actually, there was this one time my dad took me out for a drive. Thinking back, maybe he just felt like cruising around in his brand new car. But he asked me if there was anywhere I wanted to go. And then he took me far away, just so I could see the ocean. June, take it slow, okay? You don't have to worry about me. I'm fine now. For real. You sure? Mann, er will echt einfach die Zähne zusammenbeißen. Ja. Ach. You know what, Kaito? I've been thinking. I never really wanted to be a Yakuza.
It was something different all along. Oh, yeah? And what would that be? Not a detective. I want to be the kind of guy you can depend on. Someone who's strong. Someone like you, man. So don't worry. As much as it hurts, I'll be okay. June. I know it's tough. I can take it. And besides, I'm not a kid anymore. Aber den echten Vater hast du doch noch. Immerhin. Oder zumindest kann ich What are you gonna do now? das übernehmen. Go see your mom at Shirakawa-san's place? Yeah, someone's gotta go pick her up. Ja. Oh, speaking of, Shirakawa-san asked me to give you a letter when you woke up. A letter? For what? Dunno. Kaito-san, as I've mentioned before. No, please I don't intend to do propose that. to What the Mikiko-san. fuck? I won't do it right away. She and her son need time to process. But I will say this. If you still have any feelings for Mikiko-san, I suggest you pay me a visit. Yasutaka Shirakawa. What a guy. What a guy. What's it say? I think it's a challenge. And that means what exactly? Wir Actually, machen jetzt June, Arm drücken. I'll come see Mikiko with you. You sure? I can get there myself just fine. Trust me, I know. Huh. Okay then. Keine Ahnung, ich würde halt sagen, sein Vater war so weit drüber, über die Grenze des von allem. Der hat nicht mehr die Chance auf Redemption und so. Genau, mir fehlen gerade die richtigen deutschen Wörter. Weiß ich nicht. Der hätte das nie wieder gut machen können im Laufe seines Lebens. Also wirklich nicht. Dieser Modus bietet keinen Premium-Event statt der Hauptstory. Deine letzte Chance, offene Rätsel zu lösen. Was für offene Rätsel? Hallo, ist hier eine Sidequest? Nein. Ja, dann fertig. Würde ich sagen. Ich kann ja auch einfach speichern. Wie wär's damit? Deswegen studiert niemals BWL. Das ist die einzig wahre Aussage. Und Alkohol ist schlecht, weil sonst werdet ihr vergiftet und sterbt alle. Ach, ich soll mit dem Taxi fahren, ja. Wow. Also ich bin mir relativ sicher, dass es hier nichts Interessantes im DLC an optionalen Inhalten eigentlich gibt. Dementsprechend fahren wir noch zur Klinik und schauen, wie wir das beenden. Diesen großen, wichtigen Konflikt. Vielleicht wird das der Final Boss jetzt. Das wäre sehr lustig, wenn das jetzt so ein Final Boss Kampf ist. Hey, you coming or not? Huh? Oh, yeah. June? And Masaharu-san? Hey, I told him I could get here myself, but nope, he insisted on tagging along. Did you? Well, thanks for seeing him off. don't mention it. I
wanted to see you too. Oh, really? So, we're finally getting to sit and talk. We sure are. Were you okay? Well, I mean, maybe that's a weird thing to ask someone who had amnesia. Maybe a little. I'm very happy for you, June. You got to go on an adventure with your hero. Oh, Yeah, guess so. an adventure. You've Woo! gotten so strong since I last saw you. Remember how you arm-locked that one jerk into submission? Yeah. I'm lucky to have learned that from my mom. So, Mikiko, what's your next move? What do you mean? Well, I was wondering about your living situation. I figure it's tough staying in that house after everything. Yeah, you got that right. What am I gonna do? I haven't given it much thought yet, but... But... Yeah, so... Shirakawa-san mentioned he'd take June and me on vacation. Just Terrible idea. Vacation? Where to? Die werden He entführt. said, anywhere in the world, anywhere at all, for as long as you like. I'm sure he was just kidding. I'm not sure about that one. Okay then. I don't think he was joking. That dude's a doctor. He looks pretty loaded. Unlike Mr. Ex-Yakuza here. Ich bin auch ziemlich loaded. Watch it, kid. Mein Körper und so. Mikiko-san, why don't we head inside and watch a movie? I read your letter. So then, what are you here to do? What Das ist am jetzt wirklich der Paddlebaus, bitte. Well... Mikiko-san, wait right there, please. Okay. I've been saving something for you. Huh? Mikiko-san, will you... Hold it! What is it? Well... Shirakawa ist ganz okay. Und er hat Geld im Gegensatz zu mir. Aber trotzdem. What the fuck? Das mache ich wegen Mikiko. Ich will auf jeden Fall nicht, dass sie hier bleibt. What the fuck? Actually, I'm here to take Mikiko home. Take her home? Where? To your dirty little hovel of an apartment? Yeah, Ganz schön gemein. if that's okay with her. And my apartment's tidy as hell, as a matter of fact. I clean up every now and then. Ich räume gelegentlich auf. Kaito-san, I understand what you're feeling. But this is the one thing I can't give up on, no matter what you say. I hear you. Let's talk this out. Oh, we won't be doing any talking. Huh? Then what are we doing? Settling this like the men of old. Es wirkt auf einen Boss. Let's go. What? Oh, come on. You trying to have a duel in this day and age? What about how Mikiko feels? This fight is for my feelings, Kaito-san. I told you from the beginning I was giving this my all, didn't I? Man. Mikiko-san will never share her heart with me. I've already accepted that. However, if I can best you, the one she sees as her hero, then perhaps there's a chance she'll acknowledge me. So please, give me this, Kaito-san. When you put it that way, fine. But don't blame me if you get hurt. You needn't worry about that. This is really happening. This is exactly what I wanted.
Nanomachine, son! Damn. When the hell did you get so After mistakes came, I vowed to do whatever it takes to get stronger. To build myself into a new person. One who would never let harm come to Mikiko-san. So these past 2 years, I've made the gym my second home. And on top of that, I've practiced every form of martial art available to me. Dass ihm die Haare nur nicht ausgefallen sind, ne? With the insurmountable will to protect the ones you love. Even a frail physician can rise up and become stronger than any threat that comes knocking. Kommt ziemlich auch aus Kaito. You made your point. Guess we're throwing down. Let's go. Let's do this. Shirakawa. Come! Kaito-san! How is this happening? Was ist das für eine Farbe? Ich glaube, das ist die fünfte Lebensleiste, oder? Ja. Ich finde, die Musik passt super. Das ist das Dümmste, was jemals zu einem Finale hin passieren könnte. Ich bin auch absolut nicht mehr enttäuscht vom Final Boss, nee. Was ist los, Kaito? Beweg dich. Ich hab halt echt keine Medizin hierfür gekauft. Ich dachte jetzt nicht, dass das passieren würde. Wirklich, das war ein Scherz. Dass wir uns mit ihm prügeln. Okay, warte, was habe ich denn noch zum Reinwerfen? So, nimmt das alles. Ja, komm, geh zurück. Oh ja, vielleicht ist es einfach nur ein Traum. Das würde ich voll als Erklärung gerade annehmen. Für diese Sequenz. Das ist schon sehr, sehr dumm. Komm! Was machst du denn? Du hast kein Leben mehr. Was? Er füllt einfach wieder Leben auf? Warum? Wie? Warum? Was? Was macht er? Hör auf damit! Was zur Hölle macht er? Was zur Hölle macht er? What? Why is this happening? Ja, Arzt halt, der denkt ja auch so. Nein! Ah, fuck!
komme ich nicht beim ersten Versuch durch. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er noch eine komplette zweite Phase hat. Ich meine, es läuft ganz gut, aber... Hatte ich jetzt noch irgendwas? Ich hatte nur noch zum EX-Leiste aufladen, ne? Ja. Aber nehme ich. Was? Was? Das ist ja dämlich. Wer hat sich das denn ausgedacht? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das habe ich sehr verschwendet davon. Super. Dann halt jetzt. Wow. Das macht einen großen Unterschied, weil jetzt kann ich ja direkt wieder EX-Boost mitnehmen. Komm. Nein! Oh, fuck, Mann! Don't let me die now! Ja doch. Es war sogar noch knapp. Es war sogar noch richtig knapp. Es war sogar noch richtig knapp. Und ich hätte es wahrscheinlich geschafft, wenn ich nicht die fucking Drinks weggesoffen hätte. Na gut, aber diesmal schaffen wir das. Ich kämpfe aber nicht gerne defensiv. Das klappt ja eigentlich ganz gut. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er eine zweite Phase hat. Gegen Ende habe ich halt schon halbwegs defensiv für meine Verhältnisse gespielt. Er kommt, dreh dich um. Ja, jetzt wirklich Ex-Yakuza. Damals war es noch Yakuza. Jetzt ist noch besser. Jetzt ist halt nicht mal mehr Yakuza. Jetzt war ein vernünftigen Job und so. Ein halbwegs vernünftigen. Immer noch nicht ungefährlich, aber hey. So, lade dich auf, mein Freund. Ich auch. So, dann jetzt nochmal die zweite Phase und ich auch meine zweite Lebensleiste. So, stell dich vernünftig hin. Was los? Was los? Was los? Ach komm! Ist das dein Ernst? Ja gut, das war's dann jetzt, ne? Damit habe ich nicht gerechnet, dass ich mich nicht bewegen kann. Ich bin ja schon gegen ihn gestorben, also man muss wohl gegen ihn gewinnen können. Das Spiel ist hier wohl nicht vorbei. Komm, nimm.
ja, machen wir normal, ne? Diesmal sorge ich dafür, dass ich nicht in einen Statuseffekt oder so bekomme, in dem ich mich nicht mehr bewegen kann. Nein, natürlich nicht. Wir machen das richtig. Soll doch eine Herausforderung mal sein, ne? So zum Abschluss jetzt. Nachdem der eigentliche Final Boss so simpel war. Ich meine, weiß ich nicht, ob du was verpasst. Kann ich dir nicht sagen. Kommt drauf an, wie gut ich jetzt bin, ne? Wahrscheinlich. Oder wie lange ich noch dran sitze. Aber wahrscheinlich verpasst du was. Aber wahrscheinlich verpasst du auch was, wenn du allgemein jetzt vor Ende spielst. Wenn du gehst. Also wahrscheinlich hast du keine Wahl. Also geh. Genau. Es bleibt ja online. Dann bis morgen, Shiny, oder, naja, ich bin ja nicht da, aber, genau. Ciao. So. Jetzt nehme ich einen davon und den anderen Stuff esse ich. Genau, dann habe ich noch einen übrig sogar. Und ich bin recht gut dabei. Ja, das sollte jetzt klappen. So, ihr Ex-Boost gerne. Ja, den haben wir jetzt. Was soll das? Hör auf zu blocken. Danke. Boah, wieder gleich noch eine dritte Phase. Dann sage ich wirklich Hashtag machbar einfach nur, ne? Ich hab dein Fass! Ich hab seine Faust mit meinem Kopf geschlagen. Sure, Kaito. Holy fuck, war das ein Final Boss Cup? Seems you've had enough. We squared up now? Yeah. Now it's out of my system. Thank you. So großartig. Why do men have to be so primitive? So then, where do we go from here?
Didn't you say you were taking me back home? Guess I did. Yeah. Where to start? Zieh dir was an, das ist eine gute Idee. Das ist ein guter erster Plan. So, when I said my place was clean and all, sorry. That was a big lie. Even on a good day, it's about as clean as a farmhouse. And the bathroom's moldy. Yeah? And I'm flat broke. Seriously? Being a detective doesn't always pay the bills. Pretty often, I'll be months behind rent. Sometimes I can't even afford dinner. Well, you're gonna have to fix that, aren't you? I'll try. Will you still join me? True, eigentlich ist sie jetzt reich. Eigentlich sollte es vollkommen egal sein. Woo! What the hell? Was war das alles? Ja, das Finale hat mir sehr gut gefallen. Das Finale hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der DLC war richtig, richtig gut, ja, auch allgemein, Ich weiß nicht, ich finde halt die, ja, vieles von dem Antagonisten, ich fand den Antagonisten an sich ziemlich krass. Hat sich da schon getraut, ein bisschen rauszuhauen und hat war halt wirklich einfach ein richtig krasses Arschloch. Also schwer zu überbieten, würde ich sagen, ne? Aber ich fand halt viel von dem war halt, es war halt Themenmotivation, ja, Geld. Ich meine, ja, okay. Aber ja, kann man wohl alles mit erklären, ne? Aber dass wir dann danach nochmal so viel mehr bekommen haben, hier. Das heißt so viel, aber noch einen Final Boss nach dem Final Boss bekommen haben, der überhaupt nicht als Antagonist dargestellt wurde. Ich meine, er wurde als fucking creepy und so dargestellt, ja, aber nicht unbedingt als böse. Deswegen war das schon ein bisschen großartig, dass das nochmal der Final Boss wird. Und dass wir tatsächlich nochmal die Romance-Story abgeschlossen haben, was ich am Anfang sehr stark angezweifelt habe, weil sie ja einen Ehemann hatte. Ja, hat sie jetzt nicht mehr. Sie sind jetzt geschieden offiziell, habe ich gehört. Ich bin echt gespannt. Das ist halt immer die Frage, kommt noch ein Judgment? Ja, nein, vielleicht. Man weiß es nicht, ich weiß es zumindest nicht. Und ich glaube, die wissen es aber auch nicht. Die sind sich da auch nicht sicher, was sie gerade machen sollen. Ja, auf das der Tod sie scheidet. Hat er gemacht, ne? Hat er gut gemacht. Vielen Dank. Ja, aber wenn eins noch kommt, dann wird das ja auf jeden Fall da aufgegriffen werden. Das muss ja. Also, spätestens jetzt, nachdem sie bei mir eingezogen ist, ne? Bei Kaito. In seiner dreckigen, kleinen, verschimmelten Wohnung. Oh well. Also ja, das hätte echt ein kleines, eigenes Spiel sein können, ne? Gerade weil das von der Länge wahrscheinlich fast an eins von den ersten paar Yakuza rankommt. Die waren ja noch relativ kurz, ne? Also, wenn man hier noch Sidecases und so reingepackt hätte, hätte das ein vollwertiges Mini-Judgment sein können, einfach. Hätte man Standalone verkaufen wollen, halt meinetwegen dann auch für, nicht für den Vollpreis, aber halt für 40 €.
war jetzt ja 30 € der DLC, also ne, ist schon ein teurer DLC, ja, aber keine Ahnung. Wenn hätte noch Sidecases reinpacken können, hätte man für 40 € verkaufen können als ein eigenständiges Spiel, finde ich, ne? Ist schon krass, was hier alles drin steckt. Ich frage mich auch manchmal wieder, ob es hätte es ein Spiel sein müssen überhaupt. Das frage ich mich bei vielen der Yakuza-Spiele irgendwie. Weil es eigentlich immer nur so wirkt. Ja, also wenn es die Sidecases, gerade weil es jetzt die Sidecases nicht gibt. Die Sidecases sind auch so der Grund, warum man sagen kann, ja, das muss gespielt sein, damit man die Stadt erkunden kann und da noch die ganze Nebenscheiße so machen kann. Aber wenn es das halt nicht gibt, dann entsteht das Spiel ja wirklich nur daraus, dass ich von A nach B laufe, da passiert eine Cutscene, zwischendurch mal ein Kampf, Cutscene, Minispiel, Cutscene, Kampf, Minispiel, Kampf, Cutscene. Hätte man auch irgendwie weglassen können, dann wäre es eine Serie. Also, finde ich irgendwie ganz interessant. Dass sie eigentlich wirklich, dass sie einfach mittlerweile eigentlich nur noch Storys erzählen wollen, ne? Und das Spiel ist halt noch irgendwie so da, weil es halt irgendwie eine Spielereihe ist. Ist halt so. Wogegen ich ja nichts habe, ne? Und ich meine, das Kampfsystem macht ja Spaß und so. Ich habe Spaß daran mittlerweile. Ich komme da mittlerweile ganz gut zurecht. Hin und wieder, naja, ich nutze auch nur die Hälfte der Funktionen im Kampfsystem, muss ich sagen, ne? Aber das funktioniert dann ganz gut mit der Hälfte der Funktionen. Ich weiche ja wirklich aus und greife an. Mit leichten Angriffen und schweren Angriffen so ein bisschen kombiniert. Ich könnte ja noch die Gegner greifen und da irgendein Schild mitmachen. Ich könnte blocken. Verrücktes System, keine Ahnung, was damit ist. Judgment als Visual Novel. Ach, weißt du, Nekotama, wie gut das quasi das Thema meines nächsten Videos sein wird, was ich jetzt, wie gesagt, fertig geschrieben habe. Werde ich jetzt gleich im Anschluss, sobald der Stream beendet ist, aufnehmen. Wahrscheinlich sofort. Ich gucke nochmal über den Skript drüber, vielleicht ändere ich doch nochmal was und entscheide mich um. Aber eigentlich will ich es jetzt direkt gleich aufnehmen und das im Laufe der nächsten Woche schneiden. Ja, da wird das quasi ganz grundlegend angesprochen. Interpretationssache. Wann ist das halt für Ikea? Gute Frage. Nächste Woche nicht. Aber das weißt du. Keine Ahnung. Ich geh nicht schlafen, ich muss das Video jetzt auch aufnehmen. Mensch. Vielleicht nehme ich es auch morgen Abend auf. Ich überleg's mir. Aber morgen will ich halt früh schlafen. Halbwegs. Na, vielleicht mach ich es trotzdem morgen Abend. Das ist ein guter Plan. Dann kann ich jetzt vor allem, also ich gehe nicht schlafen dann jetzt, sondern dann würde ich halt nochmal den Skript vielleicht auch nochmal drüber lesen und ein bisschen was noch ändern und so. Will man ein guter Perfektionist sein und so, ne? Kann ich das morgen in Ruhe aufnehmen. Stream ging jetzt auch nochmal eine halbe Stunde länger als geplant, wegen der technischen Schwierigkeiten. Nur die eine Sache davon war meine Schuld hier, ne? Ja. Es gab 2 technische Probleme und eine davon war außer meiner Hand. Und so. Genau. Ja, nächste Woche übrigens streame ich wahrscheinlich nur Freitag. Ich überlege dann, ob auf YouTube oder auf Twitch. Das gucken wir dann. Werde ich nochmal auf dem Discord auf jeden Fall drüber schreiben und dann vielleicht auch ein paar Ideen vorschlagen, was wir nächste Woche machen könnten. Ich habe ja nächste Woche Dienstag, am 10. Mai, ne? Habe ich Geburtstag. Und deswegen feiere ich nicht tatsächlich. Ich muss am Sonntag arbeiten. Deswegen muss ich Samstag früh schlafen gehen. Weil ich ja noch weit fahren muss, bla bla. Egal. Punkt ist, deswegen streame ich wahrscheinlich Samstag nicht, sondern nur Freitag. Mal gucken, was. Ich habe ein paar Ideen. Also für YouTube hatte ich ja sowieso noch einige Ideen. Ich habe auch ein paar Ideen für Twitch, was man da noch machen könnte. Das entscheide ich dann. Okay, es gibt keine After-Credit-Scene. Das habe ich noch abgewartet. Man weiß es ja nicht, ne? Aber ja, wie gesagt, ich sage auf dem Discord auf jeden Fall Bescheid. Vielleicht mal auch eine Umfrage auf YouTube, wenn ich mich hier entscheiden kann. Dazu, was ich genau streamen soll. Das werdet ihr dann vielleicht sehen. So, dann bedanke ich mich fürs Zusehen bei euch allen. Schön, dass ihr alle so viel Spaß hattet mit dem DLC wie ich, mindestens. Und dann sehen wir uns bei irgendwas wieder.
Auch ciao an die Leute, die es im Nachhinein als Aufzeichnung natürlich. Zum Beispiel Anti-Shiny. Ich hoffe, deinem Hund geht es gut. Ja, ja. So. Ja, dann, warum bin ich noch hier? Warum bin ich noch hier? Keine Ahnung. So. Jetzt wirklich ciao.